wunderschönen guten Morgen, Mittag oder Abend zu The Invincible. Ich bin euer Dante und zusammen zocken wir eine Runde. So, meine Frau hat mir dieses Spiel vorgeschlagen und ich habe da mal ganz kurz reingeguckt und bin mega heiß drauf. Also das ist wieder ein Vorschlag von meiner Frau, der wieder richtig Bombe ist. Muss ich echt sagen. Von daher reinschauen, gucken. Klang gesamt ein bisschen weiter runter. Also wie mit der Musik. Das andere ist gut. Der Titel kann ich leider die Größe nicht einstellen. Mal schauen, wie es ist. Shift und. Barrierefreiheit. Hintergrund der Hinweise. Hinweis zur Steuerung. Nein. Textgröße. Ah, Text. Okay. Mal gucken, ob das auch mit dem Untertitel gleichzeitig ist. Weil ich gesehen habe, dass der Untertitel so klein ist. Ja, also da haben wir noch sehr groß. Ja, geht mal groß. Mal schauen. Ja. Mal reingucken. Ich weiß nicht, wenn ich auf neues Spiel drücke, passiert dann schon was? Wir werden sehen. Dragonfly, eine kleine aus 6 Mann bestehende Forschungseinheit des interplanetarischen Commonwealths, reist in entfernte Regionen des Weltraums. Dragonfly. Okay. Nach der Erkundung zahlreicher Welten und unzähligen Planeten wurde die Forschungsmission für beendet erklärt. Auf dem Heimweg erwartet die Besatzung nur noch eine letzte Aufgabe. Allen Risiken zum Trotz extrahiert Astrogator Novik eigenhändig ein seltenes und unschätzbar wertvolles Mineral. Novik beschafft zwar das Mineral, allerdings auf Kosten eines gebrochenen Beins und unerträglichen Schmerzen. Dennoch hält der Unfall des Astrogators niemanden davon ab, das Ende der Forschungsphase zu feiern. Es war eine Zeit, die von großen Erfolgen gekrönt war und in der innigen Freundschaft entstanden. Mit sich zufrieden setzten sie Kurs auf ihre Heimat und freuen sich auf eine wohlverdiente Pause in ihren Kälteschlafkammern. Oh, das ist cool, Kälteschlafkammern. Where am I? On my head. Married? Anybody? Ja. Ja, guten Morgen. Guten Morgen, Sonnenschein. Typische Szene nach dem Kälteschlaf. Wie wähle ich? So wähle ich aus, okay. Base, this is Dr. Jasna. I need backup. Base, come in. I have I'm showing disturbing symptoms. A brain fog, severe pain in the frontal lobe. Confusion. War das auch Kopfschmerzen? At first glance, there are no serious injuries. And yet, I'm quite concerned. I don't even know how I got here. Where here is. Backup needed, I repeat. Do you hear me? Bin orange, finde ich das. Bollocks! Base,
I heard you for a moment. My receiver's dead, but the transmitter it may still be working. Ja, auf jeden Fall kein MacGyver. Damn it, I've lost my beacon. Where is it? I have 2 solid hectobars in the tank. That's enough for several hours. Okay, wenn du sagst, dass das so lange ausreicht? Du weißt, wie schnell du atmest. There aren't many supplies, which would suggest a quick recce. Or was it just the end of the mission? Ich würde gerade sagen, Kugelradio? Just like I thought. Nothing. I'm on my own. The beacon can't be detected either. Hm. Wo ist denn der Sauerstoff versteckt? Let's see if the past me hasn't failed the present me. And let's hope she took notes. Das ist eine ziemlich große Map. Are we on Regis 3? Doesn't ring any bells. And my crew have no way to tell me. So I report that I have no recollection of this planet. The last thing I remember. Hang on. We've closed the research cycle. We were already in hibernation. Flying back. Is my blackout a side effect of metabolic depression? That would be bizarre. Aber eben, hast das Camp, ihr wart auf dem Rückweg, dann da was gemacht, da was gemacht, da was gemacht. Man kann sich nur daran erinnern, dass man in den Kälteschlaf gegangen ist. Sehr merkwürdig. For some reason, our crew split into 2 groups. The first one set up camp. I wonder if I was with them. Or am I on my way there? Both groups landed in the same place. We took 2 landers to the surface. We don't usually do this. Maybe the first one broke. Oder du wurdest später geweckt und bist dann später runter. Weil die anderen sich nicht mehr gemeldet haben. Ich liebe solche Spiele, wo ich Theorien aufstellen kann. The first group explored the ocean with no biologist. It's weird. And the other one, just me, took a different route. Ja. Oh was. Leading to... Warte. Oh? Ja, tatsächlich gut. Ja. Ach, die geben ja manches Mal den Dingern einen Namen, Right. da. I was heading straight to the camp. You must be somewhere near. Give me a sign! Send up a flare, the probe! Anything! Hey, da ist das Krokodil. I'm gonna head to the camp, but I'll be keeping an eye out for you. Landmarks. Sieht man da? Well Was done, ist da? past me. You didn't disappoint after all. Oh, I sound like... I need to stop doing this. Krokodil habe ich schon Hey, gesehen. crocodile, where are you? Ist da. Das ist Krokodil. That has an interesting shape. Of a crocodile indeed. Ja, We have the ein first one. bisschen Ähnlichkeiten. More. Ich will gucken nach I'm dem looking Hund. for something that resembles a dog. Das ist die Nadel, definitiv. Oh ja, das hat Ähnlichkeit mit dem Hund. Ja, ja. Bingo! I found the dog! I report that I have established my position. Time to hit the road. Okay.
ein Weg zum Lager. Ja, warum nicht? I'm walking on the sand. I'm walking. Rote Sonne so? Das ist eine kleine Zwergsonne? Es ist schon rot, ne? Also brutal rot. Oder sie ist kurz vorm Ende. Keine Ahnung, so gut kenne ich mich jetzt da auch nicht aus. I think I see our ship. You're not leaving without me, are you? Ja, oh, Mädchen. Was hast du denn bald, also? Ich sehe einen Stern. Ach, das ist schon wieder von Kasperle was genommen. Equipment. I must have hit the ground pretty hard. The metal detector. Metalldetektor. Okay. Dr. Gorski, you won't be pleased. More equipment to repair. The detector's dead. Ich nehm's einfach mit. Guess I shouldn't just leave it like this. Broken or not. Was man hat, das hat man. Da es ein Binärsystem zu sein scheint, kann es auch einfach die Wellenlänge des Lichts sein. Ja, hier kommt wieder die Astrophysikerin von meiner Frau durch. Sonst müsste man wissen, wie schwer die Sonne ist, um zu sagen, in welchem Stadium sie ist. Ja, ist ja gut. Alles gut, Schatz. Okay, das Radio zeigt mir irgendwas an. Sache so. Grüße dich, Eis. Schön, dass du eingeschaltet hast, Brudi. Wie geht's dir? Kann ich hier Wasser auftanken? There's water on this desert planet. Ah, warum nicht? Nicht da. Unbekannte Flüssigkeit. Na, wer hat ein Pipi reingemacht, da? Or another liquid that did not allow the biocenosis to form. It won't be easy to replenish drinking supplies. Not without tests. Filtration, as we all remember. Third rule. Was ist das? How's it going? You checked on Yasna? I was about to. Already awake? Good. I've been conscious for a while. It's fine. I can go. Not too fast, otherwise we'll be picking you up off the floor. Now, try to get up, slowly. Dr. Gorski doesn't look so well. How are you holding up, Gorski? Don't get up just yet. Is it really so hard for you to remember a couple of simple rules? I have to stretch my legs. They're numb. Hibernation will do that. Just sit for a while. Here, take it, and remember the third rule. Yes, I know. Stay hydrated. In small sips. Always the first one to get up. I don't know how you do it, Merritt. It's a matter of habit. After so many cycles of cryogenic sleep, one either gets used to it or becomes a tortoise. Koval, will you help me here? Sure, I'm coming. This is not our system. Has anyone noticed we're in the wrong place? Koval, it's not a good time. Yasna, look for yourself. This is not the right planet. You shouldn't be walking yet. Come on. Koval, could you stop it? I'm telling you, we woke up in the wrong place. Yes, we heard you. Enough of this, Yasna. Crew, Astrogator. debating chamber in 15 minutes. This can't be good.
Guess we'll find out. But first, here, hold on to it and remember. Alter, was für Backflash, ey. Ja, stimmt, alles, was muss auch sein. Auch mal relaxen. Ja, guck mal, wenn du Telekom-Kunde bist, ne, kannst du es auf den Fernseher legen. Siehst du mich in groß. Ja, also wir sind am falschen Planeten. Okay. Getting warmer. Was gefunden? Got you. I found it. Look for me Also on so your rein verloren trackers. kann ich das ja jetzt wohl nicht gehabt haben. Ah, hingelegt, hingeworfen. Kann ich das auch wieder weglegen? Ja. Nochmal Wasser. Boah, das sind Sachen, die ich vorher nie gehört hätte, dass das hier gerade hören können. Okay. Moving on. Bin halt sehr neugierig bei solchen Spielen. Ach nee, der Metalldetektor funktioniert ja gar nicht. Ist nichts weiter. Okay, Map kann ich manuell aufrufen. Alright. No time to lose. Okay. Interessant. Springen kann ich nicht. Time to go. Sandsturm. Da wirklich in den da geht's tief runter. The bottom's out of sight. Best not to overthink it. Ist auch noch einen anderen Weg hier raus. Mars kann es glücklicherweise auch nicht sein. Jetzt ungern freiwillig in den Sandsturm gehen. Beschwungerig, weil ich laufe? Tatsächlich. Okay. Dann. Sieht das krass aus. If this area is volcanically active, ash outbursts and extreme temperature changes may explain the extinction of local fauna and flora. But it's all just too idyllic. There's no dust in the air. The sky's clear, and the soil looks like laterite to me. Perhaps not highly fertile, but not entirely barren. Das ist wieder ein Spiel für mich. Benutzeroberfläche ein- und ausblenden. Tab und ja, ich mache lieber nochmal einen auf den. Ich weiß nicht, wo das abspeichert.
Buch. Oh. Dragonfly auf dem Weg. Die Dragonfly, eine kleine aus 6. Ist das, was wir jetzt schon... Problem auf Regis. Die Besatzung der Dragonfly erwacht aus ihrem Kälteschlaf im Notfallmodus, als sich das Schiff einem geheimnisvollen Planeten nähert. Hatten wir ja so gerade mitgekriegt. Regis 3. Trotz offensichtlicher Bedenken gibt Novik zunächst nicht alle Details dieser unerwarteten Mission preis. Ist schon wieder... Jasna wacht an einem unbekannten Ort auf. Sie ist allein, desorientiert und kann sich an nichts erinnern. Sie hofft, dass trotz der Verbindungsprobleme jemand ihre Nachrichten empfängt. Jasna stellt fest, dass sie sich auf einem einsamen Planeten namens Regis 3 befindet. In der Hoffnung, mehr zu erfahren, macht sie sich auf den Weg zu dem nahegelegenen Lager ihrer Besatzung. Unterwegs finden sie überall verstreute Ausrüstung, darunter auch einen Metalldetektor, den sie kaum verwendet. Okay. Das wird da so nebenbei noch miterzählt. Okay. Grafisch sehr gut, ja definitiv. Also das ist ja... So das Gefühl, ich muss hier lang, ob ich das will oder nicht. Ich dachte, ich könnte dem Turm ausweichen oder so, aber im Großen und Ganzen gehe ich jetzt doch den Weg lang. No point in going back this way. Ich will auch nicht zurücklaufen. Ich will nach Hause zu meiner Frau. Gehe weiter in Richtung des Lagers. Ja, würde ich schon gerne machen, aber... Irgendwie so eine Taschenlampe oder so? Hm? Das hat man doch immer so eine Helmkamera oder so. Hm? Du solltest jetzt eigentlich nicht da durch. Wahrscheinlich muss ich hier durch. Ja, hier oben noch gerne gucken, aber gut. Das ist mir klar, Schatz, dass das kein Open World ist. Aber trotzdem, man kann manches Mal Punkte finden. Night is not heavy. The dark wits while we're running barefoot. Weiter? Moment. Oh, es werden viele Bilder gemacht. Irgendwie näher ran. Nö. So. Das ist ein Zelt. I can already see the camp. Over 400 meters in a straight line. I see you. Can you hear me? Das ist dann der Autofokus. Ah, okay. I just need to Die get können uns down from definitiv here. nicht hören. Entweder keiner da oder nicht in Funkreichweite. Alle tot. Das könnte auch sein. Die Frau macht mir gerade wieder echt Mut. The escarpment is about 10 meters high. It looks like I could slide down. All right. I want to see you as soon as possible. I'll take your chance. No risk, no fun. Man lebt nur einmal auf einem anderen Planeten. Shit. Haha, ich lebe noch.
was less than ideal. But I'm okay. The suit's fine too. Ich gehe in Richtung Lager. Während des Sandsturms. Die rote Sonne, das ist hart. Brauche ich noch richtig? Ich gehe weiter, aber ich sehe nicht gerade viel. Husten, bitte kommen, meine Sicht wird schlecht. Wie richtig. Oh. Da hat jemand gerade den Saft von mir ausgeschaltet. Hm? Wieder da. What happened? Where? I was heading to... Hä? Ja, gib mir doch einfach mal eine Map. Impossible. I'm much closer to my destination. I must have walked for some time. Wo könnte das so ein Blackout haben? Ich hatte das auch schon mal. Did I black out again? Ich frage mich bloß nur, was ist mit mir passiert? Dass ich mich A nicht dran erinnern kann, was nach dem Kryoschlaf passiert ist, wie ich da hingekommen bin und jetzt der Zwischenweg. Send a hopper closer to the camp. Find a place to land. I need to get back to Dragonfly as soon as possible. Go to the infirmary and do a full set of tests on myself. Ah. Hat Ähnlichkeit mit dem Saturn. Nicht überhaupt lang? Aber da geht ein Weg noch nach oben. Hallo? Ist jemand da? Könnt ihr mich hier mal abholen? Ich bin so einsam. Aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass das noch so irgendwie so leicht Steampunk-mäßig ist von damals. Wenn ich mir das Mikrofon so angucke. Ordentlich ist sie jedenfalls. Ich will eigentlich nur, dass sie weiter singen. Are heavy. The field is not inviting. Legs become too heavy. Hands become too weary. Down you go. I guess not that scary. Aber jetzt nicht runterspringen. Himmelskörper. I remember you. Regis' third satellite. 3 Striche 03. Was für eine Bezeichnung.
Astrogator, sir, crew. Dr. Gorski, right on time. Any updates? We have a set of data from the near-surface probe. Great. How's the activity? 0, 0, and 2. So, less than nothing. Atmosphere? Nitrogen, 78%. Argon, 2%. Carbon dioxide, 0. Methane, 4%. The rest is oxygen. Wait, that's 16%. With oxygen concentration as such, there should be life. At least some microbes, and yet we have detected no traces. Yeah, we'll get to that later. Let's finish with the probe readings first. Air radioactivity? It's virtually 0. In a word, a paradise. No radioactivity, no endospores, no bacteria, no mold, no viruses, nothing. Just the oxygen. If there are no living organisms on the continent, there shouldn't be this much of it. What if life develops on some other continents here? No, I doubt it. Insulation outside the equatorial zone is weak. You don't see how thick the polar ice caps are, Doctor. I can guarantee a minimum of 5 miles of ice sheet, potentially 6. That's true. There's more chance of something in the ocean. Some seaweed, algae. But why didn't life migrate to the land? Could be because of hard radiation. I don't think so. According to the probe readings, the ground activity is exceptionally low for this part of the galaxy. I wonder if some special kind of drought-intolerant evolution occurred here. That would at least explain some of the abnormalities. Anyway, we'll have to take a look under the water. First, it would be good to know what time frame we're working with. Marit, do you have the geological analyses? It's a bit too early for mature conclusions, but this planet looks old to me. Such a fossilized egg must be at least 6 billion years old. Besides, the sun has seen better days too. It's almost a red dwarf. Any rare resources, forms, creatures? We can't expect such detailed data, sir. Not from this distance. Yes, we would have to explore the surface. Astrogator, what exactly are we looking for? The value of this planet. For now, it may seem like the pinnacle of nonsense, but I assure you that Regis 3 is not without worth. With all due respect, Astrogator, I have the impression you're not telling us everything. As always, Dr. Koval, your instincts are correct. Please forgive my reticence. My goal was to maintain unimpeded research neutrality. There is indeed a very important factor of interest in this planet. The Alliance. The Alliance? The Alliance? Correct. What do they have to do with it? Well, they've sent their most powerful unit here. But to our best knowledge, Condor's traversing a distant quadrant. Well, I'm not talking about the Condor. So, the Invincible? Good guess, Doctor. A steel behemoth with the power to produce billions of kilowatts in a split second, converting it into energy fields that no material body can penetrate, concentrating it into destructive rays as hot as stars that can reduce a mountain range to dust or evaporate an ocean, together with its crew of almost 100 men, professionals that are neither better nor worse than us. Well, I dare to say we're better trained, Astrogator. They are, however, unquestionable masters of propaganda. I know that some accomplishments they brag about are very much far-fetched, but the capabilities of the Invincible are not subject to doubt. And we as the scientific body should sever ourselves from the emotional and symbolic facade. In other words, we cannot ignore facts just because we don't like them, Mr. Koval. All right, but where do we stand in all this? Together with our, may I say, not quite as numerous staff. Despite our modest forces, we still have a chance to gain a critical advantage over the Alliance, while avoiding confrontation. Okay, and how would we do that? Simple. We leave this planet before the Invincible arrives here. Which is when, exactly? Well, they're still far away. Astrogator, please, how much time do we have to conduct safe research? 13 days. There's no time to lose, then. I appreciate your eagerness, Koval. Dr. Crowther, do we need full gear? Definitely. Also, I caution you against taking off your helmets for a prolonged duration. This amount of methane is not neutral. Breathing the local atmosphere will lead to saturation drop, and you may start showing symptoms of mild brain damage, feel stupefied. But don't worry,
Not before an hour or even a couple of hours. I see. Dr. Gorski, will you program Artie to collect samples? Of course. Marrett, Krauter, please prepare for the surface. Koval, you two. You're leaving early in the morning. And what about me? You're staying on board, Doctor. But Astrogator... This is not up for debate. I need you here. As you well know, there's not much work to do for a biologist on Regis 3, if any. Well, if I was ordered to stay, what the hell am I doing here? What the fuck? Grüße dich, Alexa. Schön, dass du eingeschaltet hast. Hä? Bin ich jetzt schon wieder woanders? Ach nee. Also kann ich die Luft hier kurzzeitig einatmen, bevor mir was passiert. Aber sie hatte ja Schwindel etc., aber der Helm war zu und genügend Sauerstoff habe ich auch. Das war der Helm nicht auf. Ich habe auch keine Animation gemacht, um den Helm zu schließen. Oh, thank goodness. Not everyone's in the field. Mir geht's auch gut, mir geht's auch gut. This is Dr. Jasna reporting. Do you copy? I'm entering the campgrounds. Is anyone out there? Oh, it's just an androbot. Androbot. Androbot, follow my instructions. Androbot? I'm reporting a robot malfunction. No response to voice commands. Cause unknown. Ja, kein Problem, Alexa, kein Problem. Artie. Oh, maybe if I... RT? Default position. Also diese komischen Röhren, ne? Erinnert mich an Orion. Hm? Ein Licht an, also auch niemand zu Hause. Sogar angeschlossen, man sieht's. Aber ich hatte den Rucksack nicht auf. Habe ich jetzt später ja aufgesetzt. Das heißt, es könnte doch Luft hier geatmet haben? Ja, weiß ich, dass es ein paar Stunden dauert, bis mir was passiert. Aber wer weiß, wie lange ich da gelegen habe. Wie was machen? Hey! Anybody out there? It's Dr. Jasna. Das sagst du so leichtfertig, Alexa. Ein Fisch? Krauter was correct. Life on Regis hasn't left the water. Koval also. He said something about it. Dragonfly, come in. Hello, Regis. Dragonfly here. Dr. Jasna at the radio. And Robin? Is his leg still bothering him? Yes. He's been resting in his quarters. We're setting up on the shoreline. It's late, but we still have time to examine the ocean floor. Gorski is preparing the probe for launch. We'll start research soon. Oh, one more thing, Jasna. Yes? It's beautiful here. The ocean, wind, sand. My suit is pinching and cramping just at the near sight. Should I include this in my reports? I'm serious. I don't know about you, but over the years I've learned to hate the void. We do everything to go further, see more, take mankind one step closer to omnipotence, and then we can't even take a walk on land.
as if enjoying everything that's around us was almost a criminal act. I understand how you feel, Koval. After all these years, I miss home too. Is it that obvious? I come across as, well, erudite, but at the end of the day, it's simple longing that speaks through me. Well, a little obvious. We have to examine the composition of the ocean, not the... Collect the mineral samples. Yes, that's right. Do you want to do the honors? Gladly. Koval, where are you going? Over. Probing the A water. little, I'm switching to manual. a quick recce. I'm gonna take a look around. Distance, 100. A recce? More like a quick ciggy. 300. Am I hearing this correctly? Are you going to smoke, Tucker? No, not at all. I'm staying dutifully at my station. 500. Damn me. Am I seeing this right? Dr. Crowther, would you please have a look here? Of course. Just a second. It's like a school of fish. This is life. What are they doing? They're moving away from us. From us? We're talking about an artificial robotic gizmo. Right from the probe. As soon as I swim it closer to them, do you see what happens? Is this normal, Yasna? What do you think? It's hard to speak of normality here, but animals are usually not afraid of equipment or anything they haven't seen before. Are you saying they've already seen probes? I've no idea, but their behavior suggests some sort of defense mechanism. Catch at least one for examination. Then I'll be able to say more. Come here. One more time. Got it. What did you do? I had to electrocute it. Wouldn't have caught it otherwise. I'm taking the specimen ashore. That's a fine one. There'll be plenty to dissect, Yasna. Ja, ihre haben halt Angst, was unbekannt ist, ne? So, dann grüße ich erst noch Flamey und Dioskuren. Grüße euch. Ich hoffe, es geht euch beiden gut. Aber was ich krass finde, ist, dass hier so viel Eis existiert. Die haben weitaus mehr wie wir mittlerweile. Ihr hat doch gesagt, hier ist noch was. Das ist der eine. Platz. Hier kann ich auch noch rein. Hello? Anyone here? Marit! It's Yasna! I came for you! Nichts nehmen. Sieht doch aus wie so ein Geigerzähler, ne? Hey, da ist jemand. Hallo. Hey! Oh, Dr. Crowther, Ich würde das Ding nicht didn't aufmachen. you hear me earlier? Doctor, is everything all right? Ich glaube, er ist gaga. Doctor, please, look at me. I report that I've located Dr. Crowther. He's in bad shape. I'm gonna examine him now. Temperature So ist doch normal. mal voll. Pulse 2. O2 saturation is fine. There's nothing physically wrong with the doctor. His pupils respond properly. Look at my finger. No delay in reactions.
Excuse me. Yes, sir. Can you hear me? Astrogator. Du bist auf Toilette. Finally. I've been listening to you for 2 hours now. My receiver is dead. No need to explain yourself, Doctor. I know everything. The transmitter was still working, so I heard your reports. You didn't have it easy. Wait, please. I need to reconnect. Ich stöpsel das an. Okay. Will der Doktor einen Brei haben? 1, 2, 3. Ah, copy you, Doctor. Loud and clear. Do I understand correctly that the Doctor's life is not in imminent danger? That's my initial diagnosis. Yes. Yet no response to verbal communication. None. Conclusions, Doctor? Do you have any idea what's wrong with him? Akinesia, mutism, impoverishment of mimic movements, and reaction to stimuli. These are all symptoms of stupor. But it's difficult to pinpoint the cause of the disorder. We need to quickly perform a complete set of tests and focal plane tomography of his brain. Otherwise, I won't be able to say anything more. I'll prepare the infirmary. But first things first, Lander. We need to get you all on board. Couldn't we just evacuate him right away? If it were that easy, I would have sent the hopper long ago. Please look for the mission log. Should include crucial data about the crew's activities. We have 3 more people to find, and you still need to designate a place for the landing. Kurz, Stupor klingt wie stupid. Nein, also Stupor ist, ich kenn's, für Otto Normalverbraucher erklärt, das Licht ist an, aber keiner ist zu Hause. Es wird ausgelöst durch zum Beispiel einen heftigen Angstzustand, dass das Bewusstsein, der Geist, zum Schutz sich verbarrikadiert und zurückfällt und nichts mehr von außen wahrnimmt. Der Körper reagiert aber trotzdem noch. Man könnte auch sagen, das Unterbewusstsein schützt das Bewusstsein. Das ist eigentlich so Stupor, die Erklärung, was eigentlich passiert. Es wird halt ausgelöst durch einen Schlag auf den Kopf, zu starke emotionalen Schock, durch eine Krankheit. Kann das auch passieren? Was meintest du? Was gesehen ist, das ist ja dann so emotionaler Reiz. Ja, also das ist Stupor. Ne? Also der Geist zieht sich sozusagen zurück, um sich zu schützen. Wobei ich da eher der Meinung bin, dass das Unterbewusstsein beigeht und schützt. Ja, aber das ist Stupor. Ja. Das ist schon krass, dass sowas hier ist. Okay, eine Art Schockzustand, verstehe. Danke für die Aufklärung. Ja, kein Problem. Deswegen, aber am einfachsten ist es zu erklären halt, ne? Das Licht ist an, aber es ist keiner zu Hause. Passt eigentlich relativ sehr gut dazu. Okay. Da kann ich gar nicht rausgehen. Okay. Kann ich hier rausgehen? Auch nicht. Hier? Darf ich die anderen Gänge nicht benutzen? Ach so, deswegen. Eine erste Analyse der Proben ergab eine Zusammensetzung aus Nickel, Eisen, Mangan, Beryllium und Titan. Ich wüsste zu gern, was das ist. Beryllium habe ich tatsächlich in meinem ganzen Leben das erste Mal gehört in dem Film, also das Movie von Transformers. Schöne Zeit. Ich tippe auf einen riesigen Meteor aus Nickel und Eisen, der vor Millionen von Jahren in die Atmosphäre von Regis 3 eingedrungen ist und alles zum Schmelzen gebracht hat. Nein, warte, vergiss es. Die Form der Strukturen spricht eine andere Sprache. Okay. Log, but it will do. Dr. Krauter kept records. Meticulous as always. What's in there? Dr. Gorski has moved away from the research sector to the west. Ah, that's right. We followed those deposits of metal. Metal? That's why we have detectors. Correct. Mine died, but Krauter had one as well, didn't he? Like everyone in the crew, Doctor. Okay, gut zu wissen. The most important thing is probably the landing coordinates. BA 2316. Noting. 316. Excellent. I'm uploading the data. Starting calibration.
Are you looking for the detector? Yeah, just a sec. Got it. Please make sure it works. I don't understand why it wouldn't. It's a rather reliable piece of equipment. Like everything Well, around this is that's kaputt. already broke. Touché, sir. Okay, checked. I'm leaving the tent. Ich hätte die Klappe nicht aufgemacht. Weil er ist ja schon. Hm? Habe ich jetzt schon wieder einen Sandsturm? All right, now for the robot. It's unresponsive. Yes, I know. I'm currently trying to establish connection. Can I help somehow? You must look for the others, Doctor. I'll take care of this myself. Get the tin head back on its feet remotely. And secure Muss ich jetzt closure. irgendwie einen WLAN-Dongle reinschieben oder so? Everything I need. Just Is something wrong with the connection, sir? it's not working. I'm not sure why. There's a relay transmitter in the camp, so the signal should be strong enough. A relay? Huh. Ich finde das gerade so ein bisschen interessant. One Die sec. haben Roboter I'm looking und for haben it. Stasiskapseln, What about the wo rest sie of the nicht supply? altern und keine Schäden davon You gonna make tragen. them wait? Aber WLAN haben die nicht? Oder Bluetooth? Ja, er sabbert vor sich hin, ne? Ihm geht's gut. Right, the others. We've no time to lose. Exactly. All right, you tin bastard. One more time. Den Rest der Besatzung. Okay. Okay, das ist jetzt meine... Hier sind wir aufgewacht. Dann sind wir hier lang. Hier ist die letzte Meldung. Und da und dann sind wir da. Was ist dazwischen? Okay, das ist das. Das war die andere. Mit der Map muss man erstmal klarkommen. Ja, eigentlich hier dann sein. Ja. Jasna, focus. What now? Dir macht das Roboter-Thema in der Zukunft Sorgen? Nein. Wir müssen bloß nur alle davon überzeugen, zu Vodafone zu wechseln. Und wenn dann Skynet auf die Bühne tritt, Vodafone und Internet funktioniert nicht so gut. Also, da sind wir sicher. Habe ich irgendwie so eine Missionsübersicht? Was ist das da oben? Komm ich gar nicht hin. Will ich sonst noch irgendwie was hier machen? Nö. Jetzt einfach jetzt hier abhauen? Okay, Arti, ich lass dich dann wohl anscheinend allein. Oh, there's no time. Okay, gut. Dann gehen wir mal weiter. Skynet sagt dir nichts? Oh. Überhaupt nichts? Da kriege ich jetzt schon wieder so komische Hallos? And once more. Status? Damn piece of junk.
Da brauchst du schlecht reinzoomen. Ja, mit der KI, naja. Denke ich, müssten KIs gleich von vornherein die animorphischen Gesetze bekommen. Dann ist alles easy. I found the area marked by Dr. Krauter. There's no one around. What do you think? Can we land the hopper safely here? I think so. Solid ground, a large flat area. We won't find a better place. Entry point? Will it be 50 meters? Yes, it's relatively clean. You can send Hopper, sir. Huh. It looks like the rocks at the landing area. The ones drawn by Krauter. But the doctor marked a waypoint. I don't recall... It's just a sketch. No markings. Well, if so, we should do it. What would you call them? Linge, Knochen. I'll call them Titans. Has a nice ring to it. Noted. One more thing, Astrogator. Weil ich darf Sachen Namen geben, wie toll. Unlike the environment around them. Yes, thank you. That's valuable information. Be useful in navigating. Heißt das? Schade, dass ich keine eigenen Namen eingeben kann. Weiter in die Richtung. Also Ausdauer hat sie ja nicht groß, ne? Aber ich finde den Effekt geil. Silent. By the way, what did they find here? Oh, right. You don't remember. A piece of metal sticking out of the ground. Sounds inconspicuous, but in this desert environment, it's a phenomenon. The artifact turned... Got someone. I'm following the signal. Bis auf das Signal, was ist das da? Gebilde. Nee, ich will das andere Ding haben. It's here. I can see the structure. I'm in the right place. Understood. Please continue. Ja, eigenartiges Ding. Ich habe den Metalldetektor mit, aber ich weiß nicht, wie ich den ausrüsten kann. Ah, mit R. Das geht aber sehr tief. Suchen da Nanobots irgendwas zu bauen? Was ich gerade komisch finde ist, was kann das Metall nicht durchdringen oder hat Angst davor, dass es da so eine Bogen macht? What the fuck? Was ist das? Da ist das wie so ein Wurzelsystem. If you're wondering, sir. It all just takes longer than expected. I know the situation. No need to explain yourself, Doctor. Machen wir mal kurz das andere. Huh. There's something on the ground. It's a journal. Geological cross-section. Wir müssen uns auf beides konzentrieren. Untersuchungen der Wasserchemie und geologische Bohrungen. Measurements. These are Marit's notes. She must be somewhere close. Please search the entire area thoroughly. Lehmablagerung durchsetzt mit einer schwarz-roten Substanz, weder geologischen noch planetarischen Ursprungs. Millionen von Jahre alt, mindestens. Sehr komisch. Kosmosolidarische Allianz. Hauptsitz der interplanetarischen Commonwealth. Raumfahrtabteilung Sonnensystem.
Müsste es eigentlich nicht so wie bei Perry Roden einfach Sol heißen? Sehr geehrter Dr. Marit, als Resultat der letzten interplanetarischen Konferenz möchten wir Sie für die anstehende Expedition Obelisk weiß nicht, wie man das nennt, die durchgestrichenes O zum Astrogator enden. Aha. Ihre Fähigkeiten und Leistungen in früheren Missionen haben gezeigt, dass Sie für die nächste Phase der Erkundung des Weltalls bereit sind. Wir würden uns über eine Antwort freuen, sobald Sie von Ihrer aktuellen Mission zurückgekehrt sind. Mit freundlichen Grüßen, General Birksat, befehlshabender Offizier, Raumfahrtabteilung. Ich glaube, das ist irgendwie da oben, ne? Da hoch. Gut, hier aus. Ah, okay. Da hoch. Oh, ein Rucksack. The signal's coming from a castle backpack. That's concerning. I'm close, but I can't see her. Oh, da habe ich was gesehen. She's here. I found her. What's her condition? Marit! 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 Wake up! Wake up! Do you hear me? Dr. Marit? No. No vital here. functions. What's I going need on? to. 1, 2, 3. Come on. Ja, weiter pumpen. Du weißt nicht, wie lange sie da liegt. Don't do this to me, Marit. Don't. Please. Nothing. Live, damn it. Marit. Beg you. Doctor. Jasna. No. That's enough. Enough. Fester mit den Rettungsschlag, bitte. Marit. Astrogator. She's. I know. Doctor. Okay, ein Gaga-Doktor haben wir und eine Tote haben wir. Please give me a minute. Eine tolle Bilanz. Everything will be fine. All fine. Sie lag da schon komisch, ne? Wie so eine Embryonalstellung, ne? Cover's next. Als ob sie damit abgeschlossen hätte. I think so. You should be close. Okay, jetzt müssen wir noch jemanden finden. Kann ich da nicht die Barke irgendwie abschalten oder so? Oder als da noch was Interessantes drin ist, mitnehmen? Do you think? Koval. Let's not assume the worst. You'll find Borski, the doctor alive. Merit. I'm sure about that. Wo ist jetzt Oval lang? Die Steuerung der Map ist aber auch ein bisschen dämlich. Hier sehe ich auch noch Borski. Wo ist Oval lang? Auch nicht? Suche mal und finde. Hier hätte man auch gemütlich langlaufen können. Someone's here.
Ich hab ihn gefunden. Oh no. Jasna, status. Jasna. He's Ich hab so das dumpfe Gefühl, er ist auch hin. also... Koval? Don't do this to me. Nein, er lebt. You're alive! Did you hear that, sir? Koval's alive. I didn't doubt it for a second, Doctor. What's his current state? Checking. Ich hab das Gefühl, der ist auch gaga. Yet he's completely unresponsive. Koval? Koval? His eyes are so empty. Just like Crowter's. Koval! Okay. What the hell is Bei wrong dem with ist auch you? das Licht an, aber keiner zu Hause. Same as Dr. Crowder. Super. He's calm. Calmer. Weil der hat seinen Sauerstofftank etc. an und hat nicht den The Helm lander auf. is on its way, but before you get Dr. Koval on board, I want you to do something. Jasna, I'm listening. please look around for his journal. Und er hat mit Papier gespielt. It's everywhere. In pieces. Not good. Koval was in radio contact with Dr. Gorski. Taking notes. That's exactly why it's so important. These notes may help us find our man. Einmal Mann, diese Stromrechnung? Ich muss die nicht bezahlen, Schatz. I'll go over them. But it may take a while. Er hat Roboter gemalt. Have you found it? No, it's nothing about Dr. Gorski. Found them. Erstens, die Strukturen verzweigen sich im Untergrund. Gorski überprüft den rechten Ausläufer. Zweitens, riesige vertikale Struktur, sie ragt über die Oberfläche. Drittens, Wassertank, unterirdische Strukturen. Viertens, die bislang größte, 150 Meter im Berg markiert. Fünftens, von Punkt 4 aus sichtbar, Azimut 350, Entfernung 200. Also das heißt, diese Metallstruktur ist definitiv weitaus größer, wie man jetzt schon gedacht hat. Surprisingly accurate. He wrote down Gorski's every step. Great. Let's get Koval to the evacuation area. Can you carry him, Doctor? Will be pretty hard in 1G. But the gravity here should make things a tad easier. Gesagt, wie hoch die Schwerkraft ist? Ich habe das gerade nicht lesen können. Geringer wie auf der Erde, okay. Guck mal, womit. Got him. Ich hoffe, das ist die Raumstation, das Rettungsschiff. When you're Lander. there, put Dr. Koval in the seat. I'll connect to the Andromod through the Lander's antenna. Haven't you rebooted yet? No, not quite. But it will work now. The lander's already descending. Koval, look over there. You'll be on Dragonfly in a moment. Safe and sound. Ich hoffe, ich laufe richtig. Safe. Did he react? Not at all. Laufe ich richtig? I don't get it. What could have led to all this? Crowter? Dear Merritt. No Koval. An unprecedented degradation of equipment, recurring connectivity issues. It all has to be related somehow. On the other hand, how could it be? There's not much on this planet. Primitive life forms in the ocean, metal deposits in the ground. Although the latter got Dr. Gorski's interest, for some reason. Eis, wo bist du gelandet? Nothing adds up. But I'm afraid it's our own fault. It was going so well before. We hadn't even considered the possibility of failure. Started digging right away. Taking samples. Not even trying to avoid potential threats. Koval was alone. Out of the signal's reach. Dr. Gorski wandered even further away. On his own. And Merritt... She... Yes, now? You there?
Yeah, sorry. I lost track of my thoughts. Don't even know what I wanted to say anymore. That happens to all of us. Don't worry. See you up there. Sie jetzt auch noch die anderen nur? Only Gorski's left, who might have made it quite far. Agreed. Everything points to it. I don't know how long I'll be looking for him. It might take hours before I come back. We also don't know Gorski's condition, nor what he's going through. And Dr. Crowther doesn't. I have to go back for him. There's no need. I just regained control of the androbot, so please leave it to me. I'll carry him as well as the Dr. Merritt's body. In the meantime, please focus on finding Gorski. Okay, er hat den Roboter hingekriegt. Der Roboter bringt hier hin. Und auch die Leiche. Ich die nicht irgendwie... Wie kriege ich das Ding? Aha. Wenn ich nicht, Marita... Irgendwas wird passieren. Ja, definitiv. Irgendwas passiert hundertprozentig immer. Kann ich nicht die Leiche bergen? Geht dann schneller. Bis der Roboter dann da ist mit dem Doc. Der sieht so heftig aus. Nicht so. Boah, ich habe hier sogar Filter. Moment. Ah, so sehe ich aus. Jung und attraktiv. Na holla, die Waldweh. Nein, Eis. Interessant. Ja, mal gucken schon, ne? Bin ein echter Hingucker. Ja, beschlägt das sogar unten. Nicht mega. Nothing's changed, Gibst eine gute Figur ab. Die lag doch hier. Ne? Hat sie nicht? Okay. Gibt keine Option dafür. Bei ihr ist kein Metall. Guck mal, der Stein ist ja noch dazwischen. Mal kurz was nachprüfen. Metall in sich? Ne. Also kann man eigentlich ausschließen, dass das Metall dafür zuständig war. Also dass irgendwie was reingekommen ist und sie dann irgendwie dann komplett abgedreht ist. Status? What's new? Well, nothing really. At least not in the last 5 seconds, sir. So taucht hier nicht Dings auf. Ah ja, Gorski ist dort lang gegangen. Muss ich hier lang wieder zurück. Weil da muss ich aber ziemlich weit zurücklaufen. Mal gucken. Was ist dieses Metall? Trotzdem, was ist das? War ich auch schon wieder hier. Was ist das? Dass es da nicht weiter geradeaus geht, sondern darum. Ist da ein bestimmtes Metall, was es nicht durchdringen kann? Oder irgendwie was? Ich weiß ja nicht, ob es lebendig ist, dieses Metall. Was Giftiges ist.
Ja, oder eine Anomalie. Hier wieder 2? Yes, no? Everything's all right? Ja, es ist alles in Ordnung. Yes. I just need a moment to think. Okay, unser Shuttle besteht nicht aus As soon Metall. as you find something, I'll report Ja, aus it. dem Metall. No worries, sir. Ja, aber er hat auch nichts drin davon. Nicht mal so verkehrt, dass wir hier nochmal lang mussten. Da sind auch schon wieder 2. Das heißt, das nächste müsste wieder eine 1 sein. Ne, sind auch 2. Ne, sind 2. Ja, da sind 2. Ah, das ist ein kleiner. 2. Wieder 1. Ja, dann kommt wieder ein einzelner und da ist. Aber da ist ja, das sind eher 3. Hm. I'm leaving the excavation site. How did he come down? Bin heile runtergekommen. Okay. Oh, I've got Gorski's signal. so soon? It's unlikely to be him. Then who? Not who, but what. It's weird. Dr. Gorski hardly ever parted with it. With what? Ja, ist mal keine US-Flagge, die hier weht. I located the probe. Was bist du? It's lying on the ground, inactive. Can't be completely broken if you picked up a signal. I'd say it's running in safe mode. Please try to power it on. Do we have time for this? It's for a good reason, Doctor. The probe could prove useful in the search. And besides, you'll see. Okay. I'm opening the probe. Turning the systems on. No, stop. Wait for my instructions. There's a button on the left side of the fuse box. Hold it, and then turn the dial again. And go ahead. Slide records? Correct. I didn't know we had access to them. You couldn't have known. This is not standard procedure. But as they say, extremis malis, extrema remedia. Let's take a look. Oh, guck mal, wir gucken Familienfotos an. Fischies. A photo of the first days on the surface. They started exploring the littoral zone almost immediately. They reported as much. Wasn't until the fourth day the comms failed. Haben die vielleicht an den gefangenen Fisch gelegt? I recognize these structures. This is where they began to dig. Kann sein, er hat auch zurückgelegt, ja. Hm. 12 hours passed. 3 crew members are still there. Dr. Gorski must have left already. We lost contact shortly thereafter. The probe followed him, and he followed the detector's readings. Going after those metal structures. Yes, that's what I meant. What's next? Last slide. There's mostly noise. Nothing in particular stands out to you, Doctor. They were digging and suddenly, poof, people are dead? No need to shout, Astrogator. I'm just letting you know what I see. That's all. Ja klar, ich hab irgendwas an Herzpuff gemacht. Hang on. An absurdly high electromagnetic field reading. That's something. Sort of. What are the earlier readings? Checking. Und außerdem sind nur 2 Gaga und eine Person ist bis jetzt tot. Erheblicher Unterschied. Still high in the slide just before.
and earlier, quite normal. Haben sie es denn jetzt gerade noch abgesehen? Das ist ein Mordsbrocken. It happened in a matter of seconds. But there's nothing except dunes. Sand, a few rocks, a shadow. Shadow? Another sandstorm, I guess. All right, Doctor. Let's move on. You may turn on the fuses now. We'll take the probe with us. Grüß dich, Marcel. Ja. Ist klar, weiß ich Bescheid. Viel Spaß. Der Orion lässt immer mehr grüßen. Good. I've got it on my radar. Now I can get Kessler hat die fliegenden Telesonne reaktiviert. Okay. What do you see? Is it working correctly? If you run it on manual steering, sir, then it works just fine. That's exactly what I'm doing. You have a keen eye. I'll put it in auto mode. From now on, it will follow you, Doctor. Oh, it'd be nice to have some company. I mean, apart from yours, sir. 1 second. Oh, that's odd. There's no data in the probe's memory. No ID, no nothing. Do you want to give it a new ID? Name it, basically. After all, it'll be with you for a while. Lass die zurückgesetzt werden. What's it going to be? Nicht, ich lasse mal einen einfallen. Es ist doch noch eine ID. Die alte ID sollte auch. Huh. A name for the teleprobe. All right. I can think of something. Copy that. I'm listening. Ne? All-I? Was für eine Anspielung. Luna klingt eigentlich relativ am Please enter Luna. angenehmsten. L-U-N-A. Done. Now, a few more tweaks, and you'll have a flying measurement center at your disposal. Bist du dir da sicher, Alexa? Ja, du bist ja jetzt infiziert, ne? Okay, das heißt, komme ich hier runter? Ja. 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 Will ich mich nicht so an der Sonne festhalten und dann so runtergleiten? I don't see these metal structures anywhere. The detector's measurement is very clear. Das ist aber vernünftiges Metall. No crossroads? Oder Branches? Not yet. das Ding eventuell durchzogen worden? Vein. Guck mal. Es macht eine Lenkung, ne? Also. Nee, das ist eine Kurve, das ist nichts Spitzwinkliges. Für Metall. Ja, untypisch. Alter. Wird das jetzt mal als Knoten bezeichnet? Der ist heftig. Ja, der geht ja wirklich noch. I guess I found the first point. You guess? We have to be sure, Doctor. Well, I'm at the first clear branching of these structures, such as reported by Dr. Gorski. All right. What happened next? He followed the branch to the right. Another thing he reported was a massive vertical structure. Also nach rechts. Ist es links? Ich
bin zu neugierig. Ich will wissen, was links ist. Ja, könnte auch sein Alpha-Wand. Gehen wir erstmal rechts lang. Das Ding macht auch noch Geräusch und faucht einen an. Guck mal, da ist schon wieder sowas. Eine Verästelung. The probe detected something. I see that in the readings. What is it exactly? Well, the structure from the notes, it fits the description perfectly. Well done, Luna. I knew I could count on you. Well, we didn't bring it to the surface for no reason. Even in the first stage procedure. And now I'm going to apply for my own. As soon as you find Dr. Gorski, I'll see to it myself. All right, how about that point? What does it look like? What caught the doctor's attention? Es ist irgendwie organisch, aber aus Metall, It ja. looks like some kind of organic formation. A root system? Maybe these structures have the ability to expand. Somehow. Shouldn't they be organic then? Ah. That's the problem. They look organic, but they're not. Kann ich das mal anfassen? Das, was draußen ist, zeigt auch keine Oxidierung an. Ja, wie Kunst, ja. Es zeigt halt keine Merkmale. Wie Wachstum oder so. Keine Verjüngung, keine Verdickung. Perfekt würde ich nicht sagen. Dafür hat es schon zu viele Schmachen dran. Das ist merkwürdig. Ich finde das äußerst merkwürdig. Ja, was Biologisches haben wir ja, bis auf den Fisch haben wir ja keine Infos, ne? This mission drags on so much. Sometimes I think you're gonna take off without me, sir. Don't count Könnte on das it, Metall eine Doctor. Lebensform sein? I'm not going anywhere. Aber wieso kommt es jetzt erst raus? Oder braucht es so lange zum Wachsen? Wieder hier so ein Knick. Okay, sie zoomt wieder. Hier geht's auch wieder tief runter. Da ist der Knoten nicht so dick ausgeprägt. Sind die untereinander dann auch verästelt dann? Jetzt so, dass hier der Knoten ist und dann da lang und sie dann von Knoten zu Knoten direkt gezielt zusammengewachsen sind? There's the water. And the metal bundle? As expected. It's at the bottom. Before you ask, sir, there's little to say about it. All right. So how many are left? 2 points. Or at least that's what he told Koval. What he did next, it's hard to assess. Well, the battery and the detector last for only a few hours, so he couldn't have gone much further. Ich lasse das Ding trotzdem an. Guck mal, er zeichnet sogar auf. Das Grüne ist diese Verästelung. Und wenn wir das dann von der Ferne angucken, sehen wir dann Brainfuck. The fourth point Here? is a structure that fills a rock massive, on top of which he found surface structures. Sounds like a crucial node in this whole system. Punkt
hier aus sichtbar Azimut. Der denn auch hier so rund? Nee, die Festung geht weiter da lang. Okay. Nee, da komme ich nicht lang, ist schon klar. Dann gehen wir mal ein bisschen baden. Jetzt springt irgendwas aus dem Wasser raus und frisst uns. Ein riesengroßer Mülleimer. Das sind die Beginne von Unicron. My legs feel really heavy. Give yourself a moment to rest, Doctor. You certainly deserve it. Es wird keine Pause gemacht, ich will Infos. Oh, Fußabdrücke. Gotcha. I found his tracks. Finally, some tangible evidence that he was going this way. Ah, good. It's downhill all the way, Doctor. I wouldn't be so sure, Astrogator. The next Ich weiß point nicht, is at von a jemandem height of zu hören zu bekommen. Jetzt geht es bergab. Definitely uphill. I think I'll catch up with Dr. Gorski on the other side. Well, that wouldn't be such a bad scenario, right? Of course not. Though I wouldn't mind if we bumped into each other before the climb. I think we have the fourth point. Jo, sieht das krass aus. I confirm. It's the fourth one. I see our flag. Sieht ja cool aus. Einstellung. Fotomodus. Ach. Mega aus. Warte. Nach unten. So. Ja, also gibt es hier noch Lava. Könnte es die Lava sein, wo es den Bogen drum macht? Wobei, da ist es dann Magma zu dem Zeitpunkt. Was ja noch innerhalb der Erde ist. Also hätte da eigentlich... Ja, also dürfte dann nicht so sein. Also die kann es dann nicht sein. Vor allem, guck mal, es geht da drunter durch, also davor definitiv keine Angst. Ach, kann ich hier rüberjumpen? Oh, ich habe jetzt gerade gedacht, sie stört. Jasna kam extrem heißer Lava gefährlich nah. Errungenschaft. Voll. Wow. The structures undergo noticeable changes here. If it keeps growing at this rate, I don't know what I'll find at the end. What kind of growth are you talking about, Doctor? Depth, width, complexity level? In every aspect. Interesting. Do you think these So rays ist jetzt lead nicht somewhere? größer geworden. To something? I'm leaning more and more towards that conclusion. But I can't tell what we might expect at the end. If it ends Ende finden wir einen riesengroßen Metallbaum mit metallischen Früchten dran. Das verbotene Wissen über Technologie, wenn wir den essen. Das war mir klar, dass du da dran knabbern würdest. Ja, die Waldfee. Aber wieso verstecken, also ich weiß nicht, ob verstecken, aber wieso nicht sichtbar, das Metall? Warum die ganze Zeit immer noch unter der Erde, im Felsen und nur an gewissen Stellen draußen? Probleme vielleicht doch mit der Sonne?
step at a time, Yasna. One step at a time. Hey, Luna. Luna, geh mal weg. Und dann hört's. Kommt auf. Whoa, hey. Easy there. Ja klar, der Felsen hat sich da drum gelegt. Ja, ja, ich weiß schon. Aber das bezweifle ich. Das geht aber ziemlich weit hoch. Three, two, one. The land is departing. Yes, they're on their way. So RT has transported Dr. Krauter. Affirmative. He's in the lander. However, the robot didn't find him in the tent. How's that? The doctor was already some distance from the camp. I think he was following you, Yasna. Sir, why didn't you say anything? The Androbot located him quickly enough, and I thought it was pointless to worry you. Well, thank goodness he's safe now. Prost. Ja, das verstehe ich auch nicht. Warum ist er mir hinterhergelaufen? Okay, ich könnte Rettung sein. Das Unterbewusstsein. Wir haben nicht genügend Ahnung über das Unterbewusstsein. Das muss mal gesagt werden. Das ist ja immer noch ein relativ großes Mysterium. Da könnte halt so, ja, die Person kenne ich, bei der bin ich sicher, also folge ich ihr. Könnte vielleicht sein. Ja, wir wissen ja auch gar nicht, was eigentlich vorgefallen ist, was es ausgelöst hat. Die Vermutung mit einem kleinen roten Zwerg hatte ich ja schon mal recht. Dass er kurz vorm Versagen ist. Hier sind zu viele. I've reached the top. The doctor discovered something new from here. Something he called bushes. Huh. I've heard that term before. In their conversations between Koval and Gorski. No, Yasna. You're the one who reported it to me. Right after you landed. Seriously? Well, I don't see anything like it now, sir. Die sehen What's the rush? identisch aus. That was for the probe. Excuse me? Da könnte es sein, dass das deswegen nach draußen wächst, vor allem immer mit einer Spitze, dass falls irgendwann mal ein Gewitter auftaucht, da einschlägt, um den Strom dann runterzuleiten zum Hauptkern, um nochmal so einen Wachstumsschub zu bekommen. Weil Eis ist vorhanden. Also nicht Eis hier im Chat, sondern Eis auf der Planeten. Wait. Koval noted down the parameters. Azimuth 350. Distance 200 meters. Copy that. I'm sending the probe. Ja, ich werde erstmal gucken. Jetzt. Wieso sind da die Sonde? Got it. I see the bushes. So. And the doctor? Hard to tell. Visibility is poor. Pflanzen? It's gonna be harder than before. I don't know how the doctor... When it comes to finding a safe route, there won't be a problem. But you'll have to get there on your own 2 feet. I suppose the probe will carry out the first task. It's capable yet? Of course. Yeah. I set the environment analysis mode. The probe will calculate the best route between your location and your destination. It'll guide you along the defined path. The calculations will only take a moment.
Voller Fokus. Was, aber das sieht aus, ne? Ich sehe sie auch nicht, okay. Ach so. Darauf bezogen. Hi, Luna. Lead the way. I must say, it's a clever device, this probe of ours. Hey, can it fly for this long? Yes. Longer than you can stand on your feet. Was ist das für eine Sounds like a Technologie? perfect research unit. Maybe even better than a human. Well, let's not exaggerate. Of course, I wasn't being serious. However helpful they may be, they're still just tools in the hand of man, often faulty. Na, was? Das ist jetzt mal eine Luna-Sonde. Ja, meine Sonde. Ah. Trotzdem, da wo wir lang gehen, ist auch das Zeug, ne? Oh, we have a problem. Something serious? I already mentioned the faulty machines, right? Well, the route determined by the algorithm goes over a Also, falls man den Weg nicht weiß, ne? Repeat the command. Einfach der Spur des Metalls. Go around. Unfortunately, this is an outdated model. Such mistakes are inevitable. But the perception module itself has already been greatly improved. Its accuracy increases exponentially. Exponentially. Can you imagine us, proteinaceous creatures, developing so quickly, sir? No, not in the course of evolution. You can't perfect a person like that. That's right, you can't. We wait thousands of years for visible changes. Have you started to fear for your position? Well, everything indicates that the clear distinction between humans and robots will soon disappear. And then what? Warum nicht die Biodroiden von Sieht. Nicht sehr interessant. Sind eigentlich alle drei Sachen recht interessant. Roboter werden anfangen, Roboter zu erschaffen, ist ja heutzutage schon teilweise. Oh, it'll be fine at first. We'll feel more powerful than ever. And they, by becoming more human-like, will blend into our society. The boundaries will disappear. They will be granted their rights and given a voice. They will live on par with humans. You know what, Doctor? That sounds like some blasted science fiction. One in which I definitely don't want to live. Shh. Astrogator, can you hear that? What am I supposed to be hearing? That's the point. Nothing. Silence. Das ist die ganze We're Zeit talking about still. robots, and Dr. Gorski still hasn't spoken on the channel. Well, I don't know. He must be a long way from here. Aber halt das mit diesen Biodroiden finde ich recht interessant. Das ist bei Epicid, das ist ein Anime. Weil es nicht genügend Menschen gibt, aber halt, dass man dann irgendwie Partnerschaft hat etc., gibt es die Biodroiden. In dem letzten Teil ist es so, dass dann die Funktion der Fortpflanzung freigeschaltet wird, damit man halt auch mit dem Biodroiden ein Kind zeugen kann. Sehr interessant, muss ich mal dazu sagen. Das ist so die Hauptstory eigentlich für mich uninteressant. Kann ich nur empfehlen jedenfalls. Kann man sich mal angucken. Ist aber auch in so starkes metallisches Wasser, ne? Hier sind die Pflanzen. Dr. Gorski, are you here somewhere?
ihr das auch sehen? Da dieses Flimmern? So wie Pollen oder so? Also ja, Pollen ausstoßen oder abdampfen. Nennt man auch neudeutsch furzen. Ja, das ist es ja, dieses Flimmern. Ich möchte dem eigentlich gar nicht zu nahe kommen. Hat jemand mal eine Granate? Ja, ich weiß, es ist vorsinnflutlich gedacht, aber... Kind of weird. You better stay away, Doctor. I'd like a brief description. Just keep a distance. Allow me to use the language I would use to describe living forms, sir. Of course. So they look like pituitary, brush-like formations. Sie sind metallisch. Jetzt mal so die Frage der Fragen. Könnte es sein, dass vorher Pflanzen hier existierten und das Metall es abkopiert hat? Sozusagen, dass es dann biometallisch wird? Das kenne ich irgendwoher. Und dann irgendwie so simuliert halt wegen einem Pollenflug und so, um sich dann zu verbreitern, weil das effizienter ist? Die 30.000 Kilometer durch Stein sich zu buchen, wie eine Polle, die 40.000, 50.000 durch den Wind weiterkommt. Time seems to be slipping through my fingers like sand. So much sand. Ja, der Hauptstrang führt da lang wieder, ja. Because I am tired, Astrogator. Warte mal. Sieht. Ja, aber dann müsste das bei jedem sein. Da geht's nicht. Also an diesen... Aber wie gesagt, da wo ich jetzt lang gehe, führt keine Abzweigung zur Pflanze hin. They're high, more or less. From 1 to several meters. Alexa, hast du schon mal so eine Pflanze gesehen? They can be singular, though in some locations they create a uniform thicket that covers the walls of the ravine in a rusty brush-like layer. They grow out of cracks in the bare rock. That's how it looks, to put it briefly. Would you also venture to guess their significance? Some function, purpose? Energiegewinnung oder... Fragwürdig. Man sieht jetzt auch keinen größeren... Ich würde einfach mal koloniales System... Staying on the topic of biological analogies, these bushes remind me of corals, in a purely visual category, because they're far from marine organisms. So I would guess that these are colonial structures, perhaps rock-forming ones. However, their main structure has nothing to do with corals. No noticeable mesenchymal tissues, no nidocyst, matocyst, or spirocyst. No visible oral discs. Yeah, all right, Doctor. I didn't ask for a marine biology lecture. Sieht aus wie eine Kaktee. Es gibt da eine, die ihr ziemlich ähnelt. Spaghetti sensivera. Okay. Moment mal, das muss ich... Moment. Das muss ich mir mal kurz angucken. Das, gehen wir mal. Das will ich mir jetzt mal kurz angucken. Die 2 Minuten haben wir. Ah. Okay. Ja, hat wirklich starke Ähnlichkeit damit. Oh.
hier... Hier ist wieder ein Knoten. Ja, guck mal. Hier, Thema Hauptstrang, den wir ja folgen. Guck mal, der geht jetzt hier zu dem Hauptknoten, was direkt unter der Pflanze ist. Und da sieht man, da ist Pflanze, da geht's und geht zum Hauptknoten. Also die sind wohl irgendwie verbunden. Das kann sehr gut sein, dass man die dadurch nicht sieht, dass sie so klein sind. Ja. I must admit it's an interesting thought. And quite disturbing. Nennt man Spezialeffekte der Tastatur. Also von daher, Alexa, alles gut. Astrogator, Gorski's not here. I'm afraid he continued to explore. And if he went where I think he did, he might have lost contact with the camp as well as Dragonfly. So we will most likely lose contact too. Possibly. Well, there's only one way to be certain. It's your decision, sir. Please continue your search. We have to find him. That's the unwritten rule, isn't it? Under no circumstances. Ja, wir lassen niemanden zurück. Richtig. That's right, Doctor. You can lose everything else, but you have to have the crew on board. The living and the dead. This is one of the most crucial imperatives, even though it's not in the regulations. Na dann. Wenn wir mal todesmutig da durchgehen. Sind ziemlich häufig Knoten. Ah, werden immer dichter, ja. Stimmt. Halt auch die Pflanzen. Also, das Energiesammlung beim Schattenbereich wäre ineffizient. Naja. Bestimmt, sehen nicht aus wie Sonnenkollektoren, aber vielleicht können sie mit ihrer Sonderform... Schau dir Blumen an. Ja, sind auch sieht nicht aus wie ein Sonnenkollektor. The line's breaking up, but I understood. I'll let you know, sir, when I come out of the tunnel. Die Verbindung ist zu schlecht. Es sind bestimmt Blaualgen, die Energie erzeugen. Interessant, interessant. Ich muss da durch. Ich will die gar nicht anfassen. Naja, blau sind sie schon mal, ne? Und bewegen sich eigentlich so, als ob sie unter Wasser wären. Weil ich sehe keinen Wind. Also jetzt so die Staub aufwirbeln etc., ne? Roger that. Ist das gerade der Flug, wie ich runtergekommen bin? Altitude 5,000. Ignition 10%. I record data dropout, but otherwise still looking good. Entering final. Weiß, ich wollte am Fenster sitzen. Copy. Entering final. Hier beim Landevorgang habe ich also mein Gedächtnis nicht verloren. Hopper has landed. I repeat, Hopper has landed. Astrogator, can you hear me? Loud and clear. Any side effects? Landing wasn't too hard on you? All good? Spine still in one piece. No signs of overstrain. Not even shortness of breath. Perfect. Hopefully the hike to camp goes just as smoothly.
Und sie macht den ersten Schritt nach draußen. Broch. Da war mal Wasser. Okay, ja, kann sehr gut sein. Also die Proben haben wir ja hier nicht genommen und können wir ja hier auch nicht nehmen, um das genauer. Also wir müssen ja sowieso generell sehr viel spekulieren, ne? I'm going outside. Visibility? 100%. The dust has already settled. Wie war das mit dem kleinen Schritt und für Menschheit und so? Eva, okay. I've located the second lander. Our people are still on this planet. Ah, very good. I was afraid they might try to fly off, which wouldn't be the best idea given the loss of communication with Dragonfly. Sir, something's wrong. What is it? The hatch is half open. Did they report hydraulics failure? How should I know? You were the last person in contact with the crew doctor. Right. I'm inside. Wo ist die Legierung? How is it? Wenn sie jetzt eine Antwort dazu geben, keine Ahnung, Even ne? if they wanted to, they couldn't go back to Dragonfly. Ja. Their lander looks Tafel. damaged, to put it mildly. Or more accurately, it seems like a storm has passed through it. Understood. I mean, I don't understand how it happened. But that means... Hopper is the only vehicle that can take us home. Affirmative. Right. Well, then we can't afford another mistake. I'm taking the lander into orbit. I'll send it directly to the camp as soon as we find a suitable landing zone. We've gotten out of worse than this. Equipment breaks from time to time, that's normal. But now, Go ahead. What's bothering you? this lack of communication. It takes too long. Especially considering there's a cyberneticist amongst them. Yes. It worries me too. Aber hier so diese Schäden und so, ne? Da sieht man mal, ne? Wenn Flamey an den Apparaten rumspielt. Ja, kann ich mal nichts klicken. Aufnehmen. War das Ding nicht irgendwie so ein bisschen reparieren oder so? Ah, okay, das ist die Stelle. Mhm. I'm walking on the sand. I'm dreaming. Wow, sieht das geil aus. Das ist geil. Ist das geil. Wo spielt meine Flamey rum? Habe ich was verpasst? Ja, We anscheinend. have to find a way. In vielen Apparaturen, die sind alle durchgebrannt. Move on. Oh, that's not quite what I meant. But yeah, I probably should. Sieht ja auch geil aus. Da blau, da rot. Nicht das irgendwie so beides einfangen? Das ist auch so eine Cam, ne? So wie bei Final Fantasy, ne? Nur auf den Charakter gehend. Mhm. Schade, ich kann nichts... Oh. Man kann nicht ein Stück zurückgehen? Deswegen ja. Deswegen meine ich ja da. Er konnte sie wieder die Finger nicht von lassen. Schade, kriege ich die rote Sonne nicht rein? An dem Punkt. Ach, schade. Aber da zurück bringt es nicht, weil dann sehe ich das Blau nicht. Ach, schade. Nicht jetzt schade. Ja, dann machen wir einfach mal trotzdem ein Foto wegen diesem Blau und Rot. Nicht
nicht extrem geil. Ich gebe so weit zurück, wie es geht. Diese Mischung genial. Oh. Nimm das da oben weg. Ja, ja, ich gehe ja in die Richtung so. Oh, meine Güte, noch ein. Was dann da auch noch drin sein muss. Deswegen ist nämlich der Käfer nämlich nicht zurückgekommen da zur Station, ja? Hat er da rumgefummelt und dann Abelbrand und so und zack, kaputt. Ja. Er hat ein Händchen dafür. Ist das normal? Wenn. Okay, das finde ich ein bisschen komisch. Wenn ich zur Sonne hingucke, ist alles rötlich. Wenn ich dann die Sonne nicht im Monitor habe, sieht alles normal aus von der Farbe. Mach das da, Alexa. Dass das Rote sich wärmer anfühlt, in dem Fall in der Wüste, wie wenn ich das Blaue angucke? Hoffe ich noch richtig? Sind wir? Welcher Seite lag das Camp? Gut, auf gut Glück. I have an object in sight. Die Flagge. This is where they searched the ocean's biocenosis. Meaning, oh, where they caught that fish, right? Yeah. They stopped here first, then walked along the coastline northward. Correct. But I think you might consider taking a shortcut towards the east, straight to the camp. Copy that. Heading east. Okay. Also nach rechts. Gut. Ach so! Ich, die Küche in Brand gesteckt? Das war nicht einmal, sondern mehrmals. Okay. Okay. Das heißt, sollte man sich eventuell irgendwann mal treffen, etc. und eine Küche in der Nähe sein, halten wir Flamey davon ab, in die Küche zu gehen. I found a cigarette butt and a pack. Someone was smoking here. So, they didn't give a damn about the regulations. Disrupting the ecosystem. That's not the point. I understand you want to minimize the effects of our interference here, Doctor, but the mission's safety is at stake. I don't think I have to explain to you the dangers of igniting a dusty atmosphere. Preserving the integrity of Regis 3's already extinct. Ja, jetzt nicht so ganz unrecht, ne? Weil Methan ist ja in der Luft. Security procedures exist for humans. The rule of integrity is for the sake of everything alien to us. We shouldn't place one above the other. You're saying, Yasna, the mission and the safety of our people have the highest priority, always. Always? Are we really that self-righteous? Of course, Doctor. We must be the most important to ourselves, and they must be the most important to themselves, whoever they will be. Excuse my interruption, sir. Can you please confirm that I'm on the correct route? Yes, I confirm. This rate will reach the camp within an hour. So, continuing. Isn't that how evolution works? Haben wir dafür nicht die oberste Direktive? Nicht Einmischung? Doctor, interference is at the heart of human nature. Man would still be a monkey if he'd only looked at trees instead of cutting them down. Yes, we have a nasty nature. I can't argue with that. Also ich würde mal sagen, Zwerg würde sich definitiv zu Hause fühlen. Ah, gibt's viel zum Abbauen. At the military academy, they used to say that difficult routes lead us the farthest. Well, hopefully not too far. You still have to come back. Are you trying to motivate me, sir? Of course. I appreciate the Volle Motivation. effort. Oh, wie
wie sauber das Wasser hier aussieht. Und da nicht reingehen. Oh, wieso kann ich hier nicht lang gehen? Hier ist eine Alpha-Wand. Lol. Da führt ein Weg wieder zurück. Will ich in Richtung des Lagers gehen? Den anderen Weg mir noch angucken. Bin neugierig. Vielleicht finde ich ja eine riesengroße Goldader. Oh, Grafikbug? When you admire a beautiful view, an hour seems like a minute. But a minute on a hot stove will seem longer than an hour. Does Regis 3 feel like a hot stove? Sometimes. Sieht so genial aus. Also Respekt an die Programmierer und Grafiker. Hier ist dann nichts weiter. Also, dass man dann da vorne angekommen ist. Ja. Kann hier auch wieder zurückgehen. Okay, lieber angucken wie, ne? Man weiß ja nie. Könnte man fast Urlaub machen, wenn die Luft nicht so toxisch wäre. Ja, so toxisch ist sie nun auch wieder nicht. Mehrere Stunden ohne. Ja, und danach wird man gaga. Difference between past, present and future is nothing but a persistent illusion. That's a quote, right? Yeah. I'm not sure why it came to mind. Interessante Sachen, was dir da so einfällt. Wir haben so eine Menge Eis. Wasser existiert. Es gibt Sauerstoff. Richtig, es müsste eigentlich mehr geben. Obwohl, wenn man bei uns berechnet, ist das Leben ja auch erst im Wasser entstanden. Wobei Pflanzen... Ja, das ist es ja. Der Planet ist älter wie die Erde. Oder Zurückmutation? Also Degeneration? Würde das vielleicht sein? Wobei, man muss dazu sagen, wenn ich mich nicht irre, kommt der meiste Sauerstoff aus dem Wasser. Deswegen ja auch die Algen, dass die ja so gut CO2 binden können und. Dass es deswegen zurückgegangen ist, weil das Wasser jetzt auch nicht mehr so viel da ist. Bis auf das Eis halt, ne? What is this? Astrogator, I found a peculiar inorganic structure. Ich hab hier sogar schon. Some spiky metal growths. Artificial plants? Is spontaneous growth possible with this type of structure? I've never seen anything like this. I wish I had time to run some tests. When the situation is stabilized, we will take samples. I promise. Die haben auch schon diese Sporen. Das machen irgendwie nicht alle. Von der sehe ich nichts. Der sehe ich nichts. Und von den oberen. Metallisch sind sehe ich schon. Warum ist hier nichts? Ist das vielleicht zu nah am Wasser? Oh, wird schwummerig. I feel nauseous. Suddenly. That's not it. I feel darkness. Ich will mich gerne mal hinsetzen.
Könnte es sein, dass ich mich jetzt infiziert habe mit irgendwas? Könnte irgendetwas sein, was durch unseren Schutz kommt? Durch den Anzug. Etwas, was wir nicht kennen. Aber das ist eine dumme Idee. Okay, wieder so einen komischen, ziemlich weiten Schritt gemacht. Könnte es sein, dass mich irgendwas steuert dann, wenn ich so weggetreten bin? Bei Gaga bin ich ja wohl anscheinend noch nicht. Oh, nur das Übliche. Ich liebe diese Frau, Leute. Are you there? Over. I guess that's a no. Wo ist ein Zwerg, wenn man ihn mal braucht? Hier geht auch kein Metall lang. Rock and Stone, baby! What's going on, sir? Hm? Astrogator? Dr. Jasna, I tried to resuscitate him, but... No, please. Koval? Dr. Krauter. How? There was nothing wrong with him. Hypovolemic shock. He bled out during the flight. I still don't Ausgeblutet. understand. He wasn't hurt. His injuries must have occurred later. I found him like this when I entered Hopper. I'm sorry. It's on me. It's my fault. No, Doctor. As commander, I take full responsibility. But it was me that left him. On my order. You're too hard on yourself, as usual. If only I... Stop it, really. Please, stop. If is a very cruel word. You don't deserve its torment. Übel. Damien, das sagst du jetzt öffentlich? Ja, kannst mal gucken schon. Jetzt haben wir die Beweise. Okay, schade. Ist er hops gegangen. Was ist mit dem anderen? Wieso ist jetzt hier kein Metall? Der fliegenden Bowlingkugel. Guess I know where Gorska was going. Wir anscheinend so weit weg. Oh, Kletterseil. Hallo. I confirm. Gorski was here. His rope is still hanging from the slope. That's a good sign. Finger der Since Bocht. he left it, he intends to come back this way. Ah, fotografier mich doch nicht. But why hasn't he yet? I'm going down after him. Tell me one thing, sir. What did you do with Krauter's body? I placed him in a cryochamber. Are you going to use a grave tapper? Yes, I'm considering that as a possibility. What is your opinion? Should we look into their heads? The more we learn, the better chance we have to help Koval. Let's use a tapper. Oh shit. Just a report. One sec. Ey, sogar mein Schattenbild sieht Oh, gut I'm at aus. the end of the rope. Isn't that good? Not at all. What do you mean?
Stein zurück. Ja. Damn. Oh, that's the last thing I need. Schwingen? Oh, I'm stuck. I'm hanging with my full weight on the rope, away from the wall. Oh, I can't go up. Nothing to grab onto. Wie schwand Böses. I can't reach the wall. How far to the ground? Kann mir nicht die Kugel helfen? A good few meters. Any ideas? Ja, Luna. Oder schwingen. Schwingen? Oh, eine Idee. I can just jump off. Is that safe? Nicht A wirklich. substantial fall on unsteady ground. This is hardly a maneuver that I would describe as safe. So let's take a moment to analyze the situation. I'm thinking, if Gorski went down this way and didn't break anything, Yeah, we don't know that, Yasna. He could keep going even with injuries. all right, so do you have another idea? Oh, will I be hanging like this until the end of time itself? There is a certain possibility, or rather uncertain, but maybe it's worth trying. I'm listening. Can you see the probe? Yes. It's flying near me. Good. If I instructed it to fly as close as possible to you, you could grab onto it. You sure it will hold me? That I cannot guarantee. All right, let's give it a try. I'm entering the instruction. You must guide me. 1 meter forward. I can't reach it. A bit closer, please. Ja gut, sind 2 Meter. You could say so. Hab ich's nicht gesagt? Fell from a lower height. It was a soft Und mal ganz landing. ehrlich, so weit runter wäre es jetzt auch nicht gewesen. Das meine? Orkwürfel. Das hat auch ziemlich starke Ähnlichkeiten wegen diesen Verästelungen. Regis 3, der Erschaffungsplanet der Bann. We had our last contact with Regis a few minutes after noon. Even then, Dr. Gorski was walking alone. Communications blew up shortly before he got here. This place is amazing. It's all made up of these structures. Ah, Except they don't look like creations of nature anymore. Maybe that's why Dr. Gorski, not to mention the Alliance. Well, if we're looking for something on this planet, this could be it. These structures form entire multi-story complexes. They look like a city. Are you saying this? No, no. There's no point in jumping to conclusions yet. ja, er war hier. Dr. Gorski set up the flags. So, he kept going, despite the lack of communication with the rest. You'd have to see it with your own eyes, sir. This place.
Gorski may have lost himself in his discovery. Are you joking, Doctor? Lost himself, Gorski. He may not have respect for the unknown, but he has his feet firmly on the ground. Should be looking for a way back by now. I think he must have discovered something. And since he suffers from excessive ambition, he's capable of stupid acts in the name of a breakthrough. Well, I admit, that sounds more like him. You must trace his steps, Doctor. I'm working on it. Left or right? Ja, links oder rechts? Das ist hier drauf gemeint. Denke ich mal. Die sollen... Ah, okay, dann dort lang. Echt genial hier. Hat aber auch so teilweise so ein bisschen was von Star Wars. Die geschrotteten Schiffe. Sieht schon geil. Okay, was sagt das Management? Rechts oder links lang? Also hier müsste ich da über das Metall lang und ich dann da lang. Oh, there's no Da time. lang. Und hier ist ein Spalt. Aber interessanter aus. Finde ich. Dann nehme ich den Spalt. All right. I'll squeeze through the passage. 2 more hours. Huh? That's all Gorski has left of oxygen, at best. And at worst? He's just finishing it up. Though it all depends on his activity. If I remember correctly, the atmosphere here is breathable. Basically, yes. Dr. Krauter, however, warned that the methane content... I know. But the effects won't be immediate. That gives us a few extra hours. Macht keinen Sinn. These constructions don't have a clear division into functions. They're huge, complicated, and uniform at the same time. Do you have any idea where all this could come from? I'm aware without tests you can't do much. But let's say on first inspection. It's hard for me to imagine that any biological forms could survive here. The interiors of these structures are filled to the brim with wires and rods. So maybe this metal builds up somehow, by itself. Oh. You've already said something similar before. Just after landing, when you found those bushes. Yes, right. Könnte das so eine Art Terraforming sein? In Metall. Naja, berechnet, Cybertron ist auch nur Metall. Aber was ich interessant finde ist, wie stark das Metall ist. Hier ist es so dünn und da oben, also egal wie, bei uns würde das brechen. Yep, wherever I look, there's metal. I can't tell if any of this could be part of a machine. Really wish we found Gorski already. Möchten nicht einbrechen. Wobei, Korrosion haben wir ja so eigentlich gar nicht gesehen, ne? Weil Unterschiede in der Farbe gibt es schon. Und aber auch vielleicht was anderes mit Material.
Aber hier sieht das schon leicht aus, dass es entweder nicht vollständig ausgebildet wurde oder abgewetzt ist. Und natürlich auch das Sandwesen darin. Sand reagiert ja wie Schmirgelpapier, ne? Ah, I see the probe. Has it found anything? It's not making any measurements at the moment. Oh, why? The overload protection is activated. Until I do a reset, it's on manual control. Is it because of my flight? It's possible, but please don't worry about it. What matters Ich hab is sie that you're kaputt gemacht. fine. Na super. Wouldn't it be better if I helped you? I can close it manually after all. I'd need some directions first. To bring it to you. No problem, I'm on it. First, let's find a place where I can land it. Otherwise, you won't be able to help me, Doctor. Hier ist ein sicherer Platz. Komm her. There. I found the right place. All right, then. I'm waiting for instructions. Sicher, dass der so Let's see. sicher ist. Wo ist vorne und wo ist hinten bei dem Ding? Z war das, ne? Rotate the probe 120 degrees. Okay, now. Please rotate the probe 40 degrees. Ten meters forward. Nach rechts. Warum nicht nach links? Turn 15 degrees to the right and 5 meters forward. Was Leertaste? 2 more meters to the right. So, rechts war von der Seite. Ah. 2 meters forward. Land. Nee, land bei mir hier. Nicht da drauf. Komm, Schwank Böses. Ach, wie süß. Ach, wie süß. Kleine süße Beinchen. Kann ich dich nicht irgendwie drehen oder so? Oh, don't be angry. It's not anger, it's a warning sign. I know, I know. You're welcome, Luna. Hey! Vielleicht macht sie wieder was kaputt. It's a bit like Pando. A colony of populous tremoloids. American aspen. Zitterpappeln? The new trees grow not from seeds, but from root suckers of old trees. As a result, it's one giant organism, thousands of years old. So you're in a dead fault. Huh, that does sound bizarre. Though maybe. War das Hochklettern? Nein, nicht.
total abgeschwächt. Das gefällt mir nicht. Ich hab so das dumpfe Gefühl, ich falle noch in die Tiefe, ey. Weiß nicht warum, aber ich hab so das dumpfe Gefühl. Fängt mich einer dann auf? Das finde ich sehr schön, mein Schatz. I'm still here, if you're wondering, sir. It all just takes longer than Dein expected. Fernglas weggeworfen? Situation. I found some abandoned items. What items? What do you have there, Yasna? Something he shouldn't have left behind. A telemeter and food rations. Agreed. He shouldn't. It's illogical. Ja, jetzt vielleicht in der Zeit irgendwie die Blub geworden? I can see the relay up close. Looks broken. Wie sieht es nach Zerfall aus? Sandsturm müsste es glatt sein, also anders, nicht wegbrechen. Well, it could be just a coincidence, especially since the relays are quite delicate. I don't know, Doctor. Reeks of diversion to me. Und da lang. Folge den Fußspuren. Ich habe keine Fußspur von ihm gesehen. I have a lead. His footsteps. Ja, aber kurze, coolen Fußspuren. Tja. Übel. There are more traces. This time handprints. And a drop detector. What? Did I hear you right? Yes, sir. You heard me right. As if he fell and then crawled on all fours. Bloodstains? No. Luckily, Ja, weiter nothing kroch like nicht. that. Hier ist er aufgestanden wieder. Eigentlich nur abgefangen. Aber ja, es wird irgendwie immer mehr. Als ob sie von oben nur einen gewissen Punkt von Planeten gesehen haben und die dunkle Seite des Planetens schon komplett aus Metall besteht. Aber was ich halt komisch finde, ist, dass die gar nicht so leuchten, wie halt Luna, und in der Erde auch nichts zu sehen. Ich tippe auch drauf, vielleicht ist es tot. Falls es lebendig war. Auf unsere Art und Weise lebendig. Ja. Nothing's Ja, warum changed, ist es tot Aggregator. hier? Understood. I found something. Again. Let me see. More of the same stuff. Gorski's things. More traces. Fine. Actions devoid of logic. Back in the camp, you reported Merritt's abandoned things. A backpack and a journal, yes. This scene looks disturbingly similar. Also ich möchte nicht den Abgrund so runter. Ich gehe mal lieber den sicheren Weg. Safety first, Leute. Ein Durchgang. Not a chance. I have to turn back. Könnte er doch da runter jumpen, aber das...
sieht schon... Guck mal, manche leuchten noch. Manche nicht. Oh shit! Hab ich's nicht gesagt? Ich stört's noch? Ouch! Jasna, what is it? I took a shortcut. On Eine tolle Abkürzung, Mädel. Echt. Not really. Ja, guck mal, die sind wieder komplett tot. Nur so ein... Ah. Wo sind hier die Sachen von ihm? Okay, Luna will da lang. Hätte sie dort den gefährlichen Abgrund nehmen sollen. So gefährlich ist er auch wieder nicht. Er hat sogar den Tracker da gelassen. 2 Punkte? Ja, einer ist weiter weg. Der am näherliegendsten ist... Finally! I have his position. a visual? Not yet. Gorski, are you here? It's me, Jasna. Still nothing. Yeah. I found his backpack. You know what that means, sir? Yes, he's without oxygen. We must hurry. Almost there. Oh, Hey, ich habe ihn gefunden. I got him. He's not moving. Oh, er lebt noch. Gorski! Gorski! Look at me! His eyes are closed. Is he breathing? He's alive, but barely. Ja, angeblich hat er noch vollen Sauerstoff. Did he react in any way? No reaction. He seems unconscious. Gorski! Come on! Calm down, Doctor. Get him out of there. The probe's already looking for a landing site. Sonst nichts zu tun, ne? Okay. Let me just... I'm pulling him Die Frau ist verdammt kräftig. out. Done. He's out. Was ist der Knopf dort vorne? I activated Ah. his SOS. So S. You should pick up a transmission with his parameters, sir. Well, No, nothing. The transmitter in the suit must be too weak. should I retrieve his booster from the backpack? No point. Better to set up a relay. We have to do it anyway so that Hopper can land in this maze. Have a preliminary scan of your surroundings. There's an open area nearby. You have to move Gorski there. The probe will guide you. Ich will ihm gerne Sauerstoff erstmal geben. I must share my oxygen with him, Astrogator. You'd need a spare for that. The protocol doesn't provide for connecting two suits at the same time. In that case, I'll give him my tank. Negative. Mit mir stimmt ja irgendwas auch anscheinend schon nicht. Faint, the doctor won't carry you. Weil wer weiß, wie lange er schon ohne Sauerstoff rumgelaufen ist. What did you say? I didn't hear.
Hold on, Gorski. I still can't hear you, Doctor. Please repeat. Don't be angry, sir. But But what? Please go ahead. after careful consideration, I gave Gorski my tank. We still don't know when you'll send the lander, so I can't leave him without oxygen. Doctor, I explicitly told you not to. Never mind. Let's hope Artie can finish the job if you're both unconscious. Ja, kannst mir den Arsch versuchen, wenn ich wieder oben bin. Also irgendwas stimmt ja mit mir schon nicht, also. Und die Luft von der Umgebung habe ich ja schon geatmet, als ich ja da im Zelt war, also von daher. Are you out in the open already? Sort of. Yes. Once you set up the transmitter, I should start receiving. Wird das zur Standardausrüstung? Ist ja hier immer röter, ne? Sieht schon cool aus. There it is. Pulse, heart rate, saturation, almost within the range. Oh oh. What was that? I don't know. Everything is shaking. No! No! Please hold on. Also ich hätte meinen Sauerstoff behalten müssen. Caught the probe. I'm... Fuck! I'm flying. What was that? Ich hab's wenigstens überlebt. Aber ich möchte meinen Sauerstoff gerne wieder haben. Könnte mir jemand mal ein bisschen Sauerstoff schicken? I'm underground. It's hard to determine my exact location. Novik, do you copy? Base, come in. I'm sending an SOS. Anyone, please. Okay. Stay calm. Just keep it together. Naja. Heartbeat's racing, but saturation hasn't dropped below the tissue norm. Not yet, at least. Also so eine Frage, wenn ich in so einem Anzug furze, ne? Rieche ich das dann? Oder wird das weggefiltert? Wenn ich den Weg wüsste, ne? Deposit of water, probably unsafe for consumption. I'd rather not risk it. Meteoric waters. Too deep. Let's hope it's not fossil. Otherwise, I'll never reach the surface. Slippery terrain. Poor visibility. Considering all factors, situation hopeless. At least I got flares. Oh, come on. Gotta be kidding me. Eine deutsche Handarbeit.
Wieso habe ich kein Licht an meinem Helm? Bei wem kann ich Beschwerde einreichen? Okay. Careful. No! Wollte ich nicht höher? Jetzt bin ich noch weiter tiefer. Super. Fucking great. I can't. I just. Can't. Pretty much fucked. That's my considered opinion. Fucked. Dürfte ich meinen Sauerstoff wieder haben? Taschenlampen und Knicklichter waren ausverkauft. Na super. Hä? Wer redet denn da mit mir? Ih, wer bist denn du? Who's that? I can't see. Crowther. Is that you? But how? You were supposed to... Doctor... Why won't you answer me? Habe ich jetzt schon Hallus? It's good to see you again, Jasna. Unfortunately, there is no time for pleasantries. We need to get out of here now. Das da. Hey, not so fast. I have some questions. Later, Jasna. Now, look to your left. It should be easier from there. Good one. I'm not going anywhere until you explain how you found me. Then I guess you will die. Because I refuse to waste time on explanations. Your choice, Jasna. Asshole. Es geht sehr tief runter. Der Anzug ist nicht rot. Der ist immer noch orange. Das ist nur die Dunkelheit. Ich habe kein Licht. Taschenlampen und Knicklichter waren ausverkauft, hat die Usku gesagt. Warum sehe ich ihn nicht? Ah. Sehr merkwürdig. Und jetzt ist er gleich hier vorne, oder was? Habt ihr Abkürzung gefunden? Was mein Händler überhaupt gut? Crowther, say something. I can't stand this dreadful silence. Silence is harmless. You shouldn't be afraid of it. Unlike other things. What should I be afraid of? Dehydration, hypoxia, methane poisoning. The list is quite long. Oh, what were you thinking, really? I warned you against opening your helmets, let alone giving all your oxygen to a dead man. A complete failure of reason in the act of futile heroism. Gorski isn't dead. That's why I left him my damn tank. Might as well be. Do you think giving him oxygen was enough? Something attacked you up there. Odds are, it got Gorski as well. We'll check and come back for him. Novik should be monitoring his parameters after all. Yeah, about that.
You shouldn't trust everything the old man says. He only tells us what he sees fit. Huh? What do you mean? Doesn't matter now. Let's focus on getting out of this maze. Is your equipment operational? Nothing damaged? Slow down. I need to rest. Rest is for the dead. Jetzt wird das Spiel ziemlich merkwürdig. Oh. I've had enough. Ich habe Balls gemacht. Just enough. Forward, Yasna. Faster, Yasna. We're racing against time, Yasna. We're constantly fighting for life, Yasna. Enough of this nonsense. Hör auf zu sülzen und steh auf. I don't want to fight anymore. I don't want to fight. All right, Yasna. Have it your way. Oh, shut up, Krauter. And here I thought you didn't like silence. Anyway, it's over. You did everything you could. But even that wasn't enough. You have the right to finally give up. No, not over. I haven't given up yet. Can you walk? Yeah. Nicht so lange ich noch atme, genau, Schatz. I just need to catch my breath. On second thought, I imagine there are worse places to die. It's rather peaceful, actually. Just close your eyes and let yourself go. Fall asleep. Okay. I'm getting up. Das Unterbewusstsein kann Turns echt out I ein prefer Arsch to sein. live than let you talk me to death. Könnte es vielleicht eine Intelligenz sein? I can do it. I won't Nee, die Intelligenz vom Metall. give up. That's the right attitude. Dadurch, dass ich ja wohl den Spuren und so ausgesetzt bin oder halt dieses etwas, wo ich sage, wovon wir angesteckt sind, was durchgegangen ist. Guck mal, jetzt steht er dort. There you are. All my talking turned out to be quite helpful, huh? Don't push it, Und ich komme Krauter. nicht zu ihm. Oh, aber jetzt kann man ein Gesicht sehen. Ah. Na, der guckt mich nicht an, aber... Und Skelett. Do you see this? Well, if you're talking about the coal deposits and the bones of prehistoric reptiles, then yes, they're further up as well. Finally, we have proof. Das waren Riesenwürmer, so wie von Dune. After all, millions of years ago. Is it really such good news? Because Vielleicht diese now, Würmer schon. not even bacteria or viruses. Maybe it was an impact event that could have wiped all life off the continents. If it were bigger than the one that Ja, und so killed ist our dann dinosaurs, eventuell das Metall only gekommen. organisms in the depths of the oceans would have any chance of survival. Sounds far-fetched. Do you honestly believe that evolution will not continue to advance after all those millions of years? Well, there would be no vertebrates, but primitive coastal forms, definitely. Exactly. Yet someone or something is preventing them from moving ashore. Even more skeletons. Und jedenfalls nicht metallisch. Knowingly now, there were no comms. Nobody will know of this discovery if we get stuck here. Relax. The old man will send another expedition, and they will find those bones, along with ours. Thanks. For a moment there, I forgot how screwed I was. Good that you reminded me. Maybe your situation would be better if you didn't stop to admire the
fossils. Now you sound like Novik. Touché. You know a lot, Krauter. About what happened to me, and about these fossils. The old man told me. About life on Regis. About you. He's clueless regarding Regis. Only cares about how he can gain an advantage in this sector of the galaxy. Der ist nicht echt. Krauter, Yeah, are you really here with me? of course. We all are. You Was have weißt du, distinct Antwort? memory traces of us. You know, in your brain. That's not what I'm asking about. I know, but there's no definitive answer. We can only hope that you won't forget us when it's all over. So little, yet so much. I don't want to forget, Krauter. I really don't. I'm starting to have second thoughts. What if something's waiting for me? Something that caused my fall? It doesn't matter now. You stay here, death is certain. Come. It's time to be among other people again. They are there, some... Hey! Where did you go? I can't go with you anymore. Krauter? Ja, wer ist da? Das ist eine gute Frage. I had to be a prick to pull you out of there. Unfortunately, now my body is mere coal, water, and nitrogen, an empty husk. I'd like to believe this is not our farewell, but if so, I should tell you, it was an honor to serve with you. Oh, die Metallstrukturen sind wieder da. Aber hat nicht auch die Dings, der Astrogator mit uns gesprochen? Ja. Nicht. I'm getting your SOS. Receiving your vitals. Do you hear me? Base, I report that the comms are back. I repeat, the line is working again. Finally! Yes, sir! You can't even imagine. It's really good to hear your voice again, Doctor. Sir, I saw Krauter. Yes, sir, are you saying... what? I don't quite understand myself. What's that? Yes, sir! Are you there? Do you Oh copy? shit. What kind of deadly shit is this? Doctor, what are you talking about? There's something here. It looks like a machine. It burned a hole in the wall. And now it's marching with these kind of crab legs. Damn. You must evacuate immediately. Actually, I recognize this noise. It's a damn thing that dropped me underground. It's very likely. Wirklich, dass es sich in den Untergrund gestürzt we're hat. dealing with. One of the flagship machines of the Alliance would match the description. Walking antimatter cannon. Antimatter. Fuck. Yes, Okay, indeed. mit dem möchten wir definitiv keinen engeren Kontakt Any bekommen. progress? Do you still have a visual on the object? Ich bin am Arsch. I seem to be in luck. It behaves as if it's searching for something. And completely ignores me. Nee, das ist der Text von Alicia, Schatz. Sorry. It might not register your presence at all. Dass die Allianz jetzt schon da ist? Ist das spät. Excellent. Don't stop yet, though. The greater the distance between you and this machine, the better. How is it possible that the Alliance Wenn machine du darauf willst, bist du definitiv durchlöchert. Myself, if our intel's incorrect and Invincible already landed on Regis 3, it will have a huge advantage over us. So why won't they confront our ship head on? I can see a passage.
But it doesn't look... Oh! It's still here. I have to... I'm stuck. I can't move. Oh, it's coming at me. It's getting closer. It's gonna crush me. I've got nowhere to run. I'm gonna die here after all. Ja, genau. Oder Rammels. Oh. Ich glaube, das verursacht Kopfschmerzen. I'm okay. The probe did something. As Wo if... steckt dich jetzt bitte fest? I don't know. I saw the readings, gave a distress signal and then followed a series of directives that I didn't implement. Currently, it does not respond to commands. I'll check on it. Können wir den umpolen? I guess it's busted for good. Daraus einen neuen Freund machen. I found a box. Also a switch. Eigener Wille der Computer? Oder? Let's see. Oder andere künstliche Intelligenz, so wie halt das Metall, was ja am Hochwachsen ist, ne? Halt befallen und dann... Ach, das Ding macht auch Fotos. Na, super. You guessed right, sir. The Alliance is indeed already on the planet. Nicht gut. They even managed to set up a field base. How could headquarters have got it so wrong? According to intelligence, the Invincible was not due to arrive for another 14 days. I guess we should ask them back home. Ah, die haben sogar ein Fahrzeug. Eigenartig. Liegen. Fußspuren. Ah, wie verlassen? Was ist das? Ah, da schießt er gerade drauf. Okay. And that's me. Dann sehe ich gut aus. It really did almost flatter me. Sieht noch besser aus. Probe. It distracted the antimats. You say that as if it did it on purpose. How else to explain it? Coincidence? Ja, ja. I don't Dann believe in gebufft er such zweimal und dann... coincidences. Deswegen, also irgendwas ist mit der Sonde. Vielleicht seitdem der Deckel auf war. Mhm. Aber ich glaube, die Sonne ist im Arsch. Vielleicht das gleiche, was Krauter war? Irgendwie im Zusammenhang? The probe was broadcasting a while ago, so maybe we can save its call. Weil es eine künstliche Intelligenz gefunden ist, möchte ich sie gerne mitnehmen. Noch mehr Fotos! You could say that since I found the probe, I haven't been alone. I'm sorry, Asna. Maybe it can still be rebuilt. Anyway, you're not entirely alone. I feel like I've lost another companion. My last one. You still have me. Not down here. Die anderen Bildchen darf ich mir nicht angucken? Oh.
Cool down. Are you talking about the probe core? Well, they say in order to win over a person, you have to still their heart. But the key is to get their brain. You know that's just a metaphor. Anatomically incorrect and highly overused, yes. Okay. Time to get out of here. Oh, not good. You simply don't get a break. What is it this time? Ausruhen kann ich mich später. Stormfront is approaching your location. Now of all times. I know, Doctor. But please muster up a little more strength. Let's not forget that the Alliance is in the vicinity. Wait a minute. Do you have any specific expectations of me? Since I'm nearby their troops. It's hard to call them specific. We need to learn more. You're missing the most important thing, sir. We still have to save Gorski. I don't know what your silence means. Oh Mann, ihr wird schon wieder so komisch, ne? I was going to tell you later. I'm really sorry. What? His readings... No. No, don't finish. That's impossible. You did absolutely everything you could. Unfortunately, sometimes even that's not enough. I did nothing. Just nothing. Weil ich hab meinen Sauerstoff By the way, behalten können. how are you feeling? Are you Ich fühle mich asking blenden, now? mir scheint die Sonne aus dem The Arsch. lack of your oxygen tank. So, how are you feeling? I'm good. Considering all factors. Crowther's warnings were clearly exaggerated. Are you sure? You sounded... Crazy. I was going to say confused. It's easy to lose your mind here. But physically, I'm fine. Don't worry. Oh, damn it! The storm's getting worse. Blitze leiten durch das Metall. Habe ich es vorhin nicht gesagt? Hab ich Regen? Guck mal, da hat man gerade gesehen, wie der Strom da lang geflossen ist. Ah, guck mal, da ist ein Fahrzeug. Ein Arsch zu sehen. I'm approaching the vehicle. Any damage? Hard to tell. It looks like it's been stuck here for a while. But the light inside works. There isn't a living soul here. Are you sure? Please take a look around. Okay, das habt ihr auch gesehen, ne? But I still have to pop back outside. Let's check something. Time is pressing, Doctor. The storm. I know. But it's important. Ja, er stand da vorne und hat nach hinten. Hin. Got it! What? What are you talking about? I found an oxygen tank. Of course. Lässt sie wieder Kurven? Look at that. Rescue kit is essentially all vehicles, even the Alliances. And better. Yes. That's what I needed. Ne, den wir jetzt ja in der Höhle hatten, ne? Time to hit the road. Aber ich vermute mal, dass er es war, weil er war jetzt der Einzige, der mit uns geredet hat und da war, ne? Okay, Flamey macht ein Engelssymbol. Flamey war's. Ja, hallo? Ah. The engine started. Then what are you waiting for? Leave this cursed place.
you driving? Auf Autofahren. How are the conditions? I'm going. Please talk to me. Maybe that will calm me down. Oh shit! It hit the bonnet. Don't worry. Even if it Irgendwie habe ich eine schnucklige Höhle suchen und dort erstmal parken und abwarten. is kind of a Faraday cage. The energy will flow through the body, discharge into the ground. Everything will be fine. You'll see. Ich da nichts drauf antworten. At that time I was still a coordinator, but the crew was quite similar. Chemist, cyberneticist, a doctor, an engineer and a physicist. Simple reconnaissance mission. But there was a miscalculation and we crashed the rocket. Then we put it back together. From whatever was on hand. It's quite a machine. A true Frankenstein monster, so to speak. Even more terrifying with a creature. Jo, habt ihr den Stroh rüberzuscheln sehen? Wait. Creatures? You are making this up, aren't you, sir? Not at all. I was indeed on a visionary. However, I might have exaggerated a bit. Weiß nicht, ich frage wieder irgendwie weiter nach unten. Echt, ja, Alexa, also das wäre auch für mich so ein bisschen, what the fuck? Also wohl würde ich mich auch nicht fühlen. Damn it! I'm having trouble finding the right way. You've got to head southwest. How am I supposed to know where southwest is? I'm riding into a cave. The storm has subsided. Man sieht nicht gerade viel. I found a place to hide. A Faraday cage? That's not it. I left the structures behind. It's an ordinary rock formation. Even better. You have to catch your breath eventually. Can I ask for one thing? Could you find the model number of the rover? What for? I've got an idea, but it depends on the model. Muss ich jetzt wieder was machen? Emmet 2001. Could that be it? Let me see. Bingo. Emmets are equipped with a black box. Please find it. Mit einer kleinen süßen Knutschkugel-Eis. Mit sowas fahre ich gerade. I have the box, but it's all locked up. Really? They must have changed the equipment because I have no information about a key. Where did you even get a catalogue of their gear from, sir? And anyway, it doesn't matter. What should I do? 1 second. I need to think. Don't know if this can help. But the Alliance labels black boxes as data loggers. Eureka. Cable access. Look for something resembling a socket, a plug. Hast du wenigstens schön träumen können? Habe ich dich ins Land der Träume gesprochen? Drücken? Aufdrücken? Will mehr Licht haben, ne? Das Pferdelicht, sprach der Herr. I think I have something like that. Then you can connect to the probe's brain there. And presto. Kann ich damit vielleicht Luna anschließen? Won't work. These inputs are not compatible with Commonwealth plugs. From the outside, our equipment is different, but inside we have the same guts, so to speak. The cable on the back of the box should already fit. Same guts, hey? Just like with humans.
Dann hoffe ich mal, dass du von mir geträumt hast. Sag mir, wieso hattest du denn Todesangst? Ich musste fahren. Viel gefährlicher. Okay, it's in. Just a moment. Well done, Doctor. I'm receiving a signal. So, what now? You can finally rest. It'll take me a while to dig through all the records. Ich habe ja nichts Besseres zu tun. Ich sitze hier und warte so lange. Atmosphärischer Druck. So, du hättest. Entschuldige. Okay, kann jetzt Luna fahren? The rover was connected to a base. The one from the slides? Most probably. No one is transmitting from the base. On the other channels, all I hear is static. The storm must be causing interference. I'd suggest you lie down. The storm's raging. It may not be that simple. I'm too Ich tired noch to die Lampe sleep. ausmachen. Yeah, I know that paradox all too well. Can I help you somehow? Maybe I'll fall asleep if we talk. Naturally. Do you have anything specific in mind? Well, I'd love to know some official secrets about the Alliance base. The reason they're interested in this desiccated, bizarre planet that is Regis 3. Are you implying that I should know these secrets? Yes. I think you're hiding something from me, sir. And at this stage of the mission, I lack both the strength and the inclination to beat around the bush. In that case, let me reveal something I should never say as a commander. I have no idea what's going on this desiccated, fossilized egg. I don't know where the Alliance forces came from, why they came, or what they're doing here. Since we lost contact with the camp, I've had the feeling that I am deep in the dark. Yeah, me too. Quite literally. So I suggest we talk about something else, instead of getting ahead of ourselves. A more light-hearted subject, perhaps. I wonder why I even applied for this job. It's probably because when I was 3 years old, my father and I stepped out into the garden to gaze at the stars, and I cried. Stupid, right? Were you afraid of the dark? Sort of. It felt like I was falling upwards, being pulled in by the starry sky. The cosmos turned out to be so infinitely vast, and I was so infinitely small. And I didn't understand any of it. Why am I here? Why is everything here? What is it for? I couldn't find an answer. So I cried. Great. You became an astronaut because the cosmos terrifies you. No. Because someday I want to understand. Or at least find as many answers as possible. And finally stop being afraid. You won't come close to knowing everything. Trust me. I'm not fooling myself. Someday maybe I'll just know enough. Any paradoxes? I'm reminded of one of the solutions to the Fermi paradox. We can't find evidence of extraterrestrial civilizations. Not because they don't exist, but because our comprehension is limited to the human perspective. We instinctively imagine aliens as little green men, repainted Homo sapiens. Meanwhile,
They may not possess any of the characteristics we attribute to them. According to the solaristic hypothesis, we will not recognize the creations of an alien civilization, even if they're right in front of us. Are you suggesting this is what we're dealing with on Regis 3? I don't know. Maybe that's why I won't know. I feel helplessness speaking through you. I'm not saying this reproachfully. I know the feeling all too well. At times I also feel utterly powerless, even as a commander, or perhaps especially as a commander. I remember a mission. Maybe the Alliance knows more, since we know nothing. Either way, the bar is set low. Doctor, I'm aware that the Commonwealth has its shortcomings. Budget constraints, unclear directives, excessive bureaucracy. However, I've faced the forces of the Alliance many times in my long and bumpy career. And objectively, I can't say that they are any better. Once they abandoned one of their military vehicles because it simply got stuck in the mud. Another time, one of our guys was on a tractor and... Not good. Simply don't get a break. What is it this time? Storm front is approaching your location. Wait. Astrogator, can you explain to me what I'm hearing right now? This is a recording from the rover. The Alliance has apparently broken the encryption of our radio channel. Oh, bollocks. So what do we do? We need to change the frequency and encryption key. What's the point? As soon as you give me a new channel, they will overhear us and change it as well. Just look at the probe's brain. Luna? What's with... All you have to do is watch it closely. I'm switching now. Waiting for you to join. Oh, I see. The new frequency is... Okay, the channel is active. Now the encryption key. The first 3 digits of the cipher are... The next is... Yasna? I'm here. Well done. That should buy us some time. So, how should we continue? Don't you need more time to rest? I do. But there's no way I'm going to sleep now. Besides, nothing's stopping me anymore. The storm has subsided. All right. Let's not risk evacuating directly from the city. Should be safer outside its perimeter. I took the liberty of looking through the photos of the nearby area. Everything north and east of your location looks relatively safe. All you have to do is move away from this cluster of metal. Will do. As far as possible anyway. Ich wundert's auch gerade. Verlasse die Stadt. Das soll eine Stadt gewesen sein? Ich glaube nicht, dass das eine blöde Übersetzung ist. Sieht es vielleicht von oben aus wie eine Stadt? Oder, naja, okay, wir wissen, die Sonne ist... Leute, ich muss mal nur kurz auf die Toilette verschwinden. Ich bin gleich wieder da.
So, jetzt bin ich wieder zurück. Also, meine Sache ist, die Sache jetzt nochmal. Wir wissen, die Sonne ist kurz vorm Ende. Ja, so plus minus, also sie geht langsam den Jordan über. Könnte es wegen Thema Stadt eine alte Zivilisation hier gewesen sein, dass das die Überreste sind, deswegen Stadt? Dass sie entweder den Planeten verlassen haben oder aber es nicht geschafft haben. Bis dahin sind die Knochen, wer weiß, wie lange die Knochen gelegen haben, etc. und dann verwest sein durch diesen ganzen Sandsturm, ne? Yes, no? Everything's all right? Yes, yes. Ah, lass mich doch mal nachdenken, Menschenskinas. Ja, gut, wenn sich die Sonne, klar, wenn sie ja dann zum kleinen Zwerg wird, bläht sie sich ja vorher auf. Könnte es dadurch passiert sein, dass nichts mehr da ist an Flora? Ja, okay, wir wissen nicht, wie nah dran ist, ne? Weil berechnen mal, der andere Planet ist jetzt auch noch relativ nah zu sehen, dass er eventuell durch das Magnetfeld geschützt hat? Auch nicht. Stimmt, es ist Wasser da, ja. Ja, wenn sie zum roten Riesen wird, hätte sie... Ja. Schatz, es ist schön, dass du es mir erklärst. Die Leute kriegen es hier nur nicht mit. Ja, ich weiß, dass das dann dauert, aber es ist schön und gut. Und die Theorien habe ich mir auch schon von ihr angehört. Also im Großen und Ganzen, wenn die Sonne sich ja nun mal ausdehnt, dadurch, dass wir ja Wasser haben, braucht ja eine bestimmte Temperatur etc., hätte eigentlich die Sonne den Planeten schon fressen müssen sozusagen. Das ist aber nicht passiert. Das Einzige, was mir einfallen würde, ist, dass der Planet, jetzt haltet doch da mal die Klappe, dass der Planet eventuell nicht eine um die Sonne Runden hat, sondern eine elliptische Bahn hat. Und dadurch eventuell weit genug weg gewesen war. Aber das Problem ist, bei einer elliptischen müsste es auch näher an der Sonne sein und das Wasser verdampft dann wieder. Wir werden es so nicht wissen. Mal schauen, was da noch kommt. Fährt automatisch. Hey, ich kann freihändig fahren. Es ist ein Binärsystem, davon wissen wir nicht gerade viel. I think I've gone far enough. There is a vast open area in front of me. Astrogator? Ich darf wieder selbst fahren. Eine Außenansicht? The city is no longer visible. We need to decide what to do next. Dragonfly? Ja, da merkt man wieder, ne? Meine Frau wollte Astrophysikerin werden, ne? Die hört nicht auf zu sülzen neben mir. Is the coast clear? Yep, all clear. Good. Give me a moment. I'm looking at the satellite images. Have you checked on Koval, by any chance? Yes, among other things. And? How is he? He's stable. But? There are no buts, Doctor. You'll Sieht gerade episch aus. see him soon. All right, I've got it. Sector AZ-25... Let's say AZ-2504. Please check if it's fit to land. Like I said, it looks good. Clear opening, flat terrain. Excellent. Please go there while I prepare the lander. I'll just pack Archie inside. So that's how it's gonna end. Half our crew is dead and I'm running with my tail between my legs. Not all missions are successful, Doctor. At this stage, we have to save whatever we can. We have to save you. You understand that, don't you? Yes, sir? I wasn't keen on this mission from the start. We were supposed to return a long time ago. And that's what I want. I want all
of us to return home, dead or alive. Please remember, we have just one lander left. As a commander, I must first ensure your safe return. Only then I'll send Artie with other tasks. Ah, okay. Okay, shit. Ich möchte schon gerne von diesem Planeten runter. Also hier bleiben wollte ich definitiv nicht. Weil hier gibt's nichts, um lange zu überleben. Nachher sabber ich dann auch nur vor mir hin. Aber hier ist auf jeden Fall schon mal was lang gefahren. Ah, Straße zur Landezone oder zur Allianzbasis? My legs feel really heavy. Give yourself a moment to rest, Doctor. You certainly deserve it. Ganz ehrlich, ich bin zu neugierig. Ich will zwar vom Planeten weg, aber ich will Infos. Lass die nicht irgendwie noch beschleunigen? I won't need the lander, Astrogator. What do you mean? You know very well what I mean, sir. I'm not coming back. Wie? Ich komme nicht zurück. This is sheer madness. You're heading straight to the enemy base. This is the only way I can find out what's going on here. What happened to our people? Es wäre nett gewesen, mir vorher diese Option zu erklären. I have several hours of travel ahead of me. You can still turn back. No. And if you try to convince me otherwise, I'll just turn the radio off. Fine. Ich habe gedacht, ich gucke nach, was bei denen los ist und dann gehe ich zum Landesschiff. As a commander, now I have to decide whether to risk detection by the Alliance. I totally understand. Can't you wait a few more hours? I still need your support, sir. Yeah. And I still want to be here to help you. Please don't turn off your radio. I'm not going anywhere. Danke, Spiel, für diese... Problem, wenn man neugierig ist. Ah, einige Zeit später. Yes, sir. Yes? I understand that no matter what I say won't change your mind. But please be careful. First, observe them from a distance, and only then take action. I will be cautious. Like always. Just because I'm acting against your orders doesn't mean I intend to be foolish, sir. It's comforting in its own way that even in an act of insubordination you want to remain professional. I'll let you know when you cross their perimeter. Once you've crossed, hide the rover. Behind a bend, or under a ledge. Telemetry observation will be vital. Once we know the camp's weaponry situation, we'll decide what to do next. Copy that. Hey! What was that? I've set up a warning signal. Now you're near enough that they can see the rover. Also, da wissen, dass ich komme. Ja, aber auch nicht aussteigen, doch. Okay, the rover's hidden. You've yet to find a convenient hideout for yourself, from where you can see their base. Some object is flying over their base. Can you tell me more? It's 15, 20 meters high. It has an upright silhouette. And it looks like a balloon. It could be a balloon. And that doesn't surprise you? Not everything that flies needs jet engines. What markings does it have? RB1. What does it mean? It's an ID number. Denotes an advanced scout balloon. How far from you is it? Around 400. Not as far as I would like it to be. Might have you within camera range.
Aber es macht schöne Fotos von mir. Okay. Gerade wieder ein It's a Archiv field mitbekommen. base, multi-module, for about several dozen people. Rather well equipped. There's lots of transporters here. I'm not surprised. Missions with a large crew, transport modules were an integral part of the field camp. Remind me, how many Wir haben crew bessere members were they supposed to Unterkünfte send hier. in the Invincible? Over 100. Great. They have a second antimat. As if the first one wasn't enough. Is it active? Probably not, but Proton alone knows. What about people? Can you see anyone? Not yet. Maybe they're hiding in modules. Most of them for sure. I see someone. Just one? For now, yes. Is that all? I think so. And please keep going. You can assume that their equipment has already detected your presence. Or it will soon enough. There's no point in further postponing the inevitable. Still, I'm glad that I stopped. I feel better knowing that there's no heavily armed military waiting for me there. Me too, Doctor. Me too. Prost. Aber auch hier krass aus. Die haben schon ganz schön viel gemacht. We'll most likely lose contact soon. So let me be clear. Your situation is highly precarious. You cannot trust the Alliance or expect them to be willing to help. If things don't go our way, I'll do everything in my power to negotiate your safe return to the Commonwealth. Worst case scenario, we'll opt for a prisoner exchange. Until then, please cooperate with them. And during the interrogation, don't resist. Astrobiologists generally do not possess information that's sensitive to the Commonwealth. At worst, you'll give away the details of our last mission. Of course, it'd be better if that didn't happen. Hang on, sir. What exchange? I'm not a spy, I'm a scientist. I'm afraid that doesn't change anything. You want information about Regis 3. For that reason alone, they might consider you a spy. But what kind of spy exposes themselves to direct questions? A desperate one, Doctor. Das erinnert mich irgendwie an Atomic Heart. Wegen den Rädern. Die Alte kann gar nicht so lange am Stück laufen, ey, und der Wagen ist da hinten geparkt. Since we have no idea what's gonna happen, I want you to know that you were always a fair commander, even if you were quite strict. Wieder was für ein fetter I Buch. guess what I'm trying to say is, Please, stop, Doctor. You can tell me when you get back. In person. Understood? yes, sir. Ja, Mineralien halt, ne? Metalle etc., ne? Erze. Nee, hier ist rein gar nichts. Mich ist ein bisschen verwundert. Mann, ja. Da habe ich doch Access to the richtig. base is protected by a force field. If these are Dirac emitters, and I'm sure they are,
Nothing will get through. Is there an opening from the other side? I'll see. Gibt sogar Kraftfelder bei denen schon. Feld auf Resonanz. Mir nirgendwo durch. Was passiert, wenn ich es anfasse? Passiert nichts. Voll. Verstehe ich auch nicht, warum dort. One step at a time, Jasna. One step at a time. Mal ganz ehrlich, Jasna, du hast eine Ausdauer wie Alan Wake. Moment. Weiter geht's. Wenn sie mich jetzt noch nicht gesehen haben, dann sind sie blind. Jasna, focus. How odd. What? There's no one here. Wir haben noch einen gesehen. Nobody. Impossible. Even if there aren't many of them in the camp, someone would have noticed you. I'm not blind. I'm going. What have I got to lose anyway? Your life, Doctor. Der ist hier dann dahinter verschwunden. Ah. Das war ein Roboter. The silhouette I saw. Yes? It's just a robot. Ja. Er ist auch etwas ähnlich zu unserem Arti. Wasstoff oben oder so? Ah. Wetterparkplatz. Wie ich denn hier rein? Ja, es sieht alt aus. Sind schon Risse drinne? Oh, there's no time. Mir leid doch die Klappe, ich bin hier am Erkunden. Da finden wir hier noch die ultimative Superwaffe oder so. Eingang. I'm going in. Immer so hetzen. Clear. For now. I can't hear anyone. Das Sterben der Sonne, Richtigstellung des Artikels an der Herausgeber so und so. Okay. Der für einen skandalösen Artikel verantwortlich ist, der meinen guten Ruf befleckt und meine wissenschaftlichen Erfolge herabsetzt. Klingt irgendwie so nach Schelden.
Ich bitte höflichst um eine Richtigstellung des Artikels Das Sterben der Sonne, Drohung eines Wissenschaftlers. Auf Seiten 9 und 10 aus der 5. Ausgabe der Wissenschaftszeitschrift Young Astrophysics, die im laufenden Jahr erschienen ist. Der Text enthält nicht nur grundlegende Fehler wissenschaftlicher Natur, sondern auch unangemessene Zitate meiner Hypothesen, die ich auf dem letzten Kongress vorgetragen habe. Hiermit stelle ich Folgendes richtig, dass ich eine Nervtöte bin. Basierend auf meinem, ich erinnere an den Verfasser Dr. Buser, nicht Bowser, Forschungen, die während kosmischer Reisen durchgeführt wurden, räume ich ein, dass die Dauer bis zur vollständigen Verbrennung des Wasserstoffes in Sternen von ihrer Masse abhängt. Dennoch gilt dieses Phänomen für alle Sterne. Und es gibt keinerlei Hinweise dafür, dass unser Planet, egal wie sehr wir uns darum bemühen, die Gesetze der Physik auszuhebeln, eine Ausnahme hinsichtlich dieses Phänomens bildet. Meine Frau genießt das gerade richtig. Wie also lautet meine Hypothese richtig? In der Zukunft wird sämtlicher Wasserstoff im Kern der Sonne verglühen. Eine Wasserstofffusion wird sich ausdehnen, bis die Temperatur unter 10 Millionen Fahrenheit fällt. Der Kern selbst wird schrumpfen. Die Asche des verbrannten Wasserstoffs wird als Brennstoff dienen und eine zweite Reihe von Fusionsreaktionen abfeuern. Dies wird die Lebensdauer der alternden Sonne um einige 100 Millionen Jahre verlängern. Fest steht jedoch, dass sich die Sonne von einem gelben Zwerg zu einem roten Riesenstern entwickeln wird. Die Anziehungskraft auf die Venus und die Erde wird abnehmen. In der Folge werden sich besagte Himmelskörper von dem Stern in sichere Entfernung bewegen, bevor sie endgültig verglüht. Wird die mächtige rote Sonne trotzdem noch Merkur verschlingen. Ich bekräftige aufgrund meiner Forschungen, dass die von mir getätigte Aussage, dass die Sonne 10 Milliarden Jahre lang als Hauptreihenstern fortbestehen wird. Das heißt, sie entsteht vor 5 Milliarden Jahren und wird noch weitere 5 Milliarden Jahre strahlen. Korrekt ist. Es handelt sich jedoch nicht um einen laut dem Redakteur so und so auf labilen Hypothesen beruhende Drohung, um Blödsinn und um ein Hirngespinst eines nach Ruhm dürstenden Doktors der astrophysischen Wissenschaften, das das seelische Wohlbefinden der menschlichen Spezies bedroht. Die Vergänglichkeit ist ein Prozess, von dem jedes Objekt und jedes Wesen im Universum betroffen ist. Gleiches gilt für die in der Erfolgsaura ihrer plumpen schriftstellerischen Fähigkeiten und Popularität gefangenen Redakteure von Wissenschaftszeitschriften. Klingt nach Bild. Hochachtungsvoll Dr. Buser. Postscriptum, also PS. Ein ausbleibender Nachdruck mit dieser Richtigstellung und einer entsprechenden Entschuldigung wird mich, zum Schutz der Wissenschaft und meiner Person, zu rechtlichen Schritten zwingen. Oh, meine Frau hat's richtig genossen. Ja. Oh, Zigaretten. Ja, geraucht haben, so fand ich gar nicht mehr verkehrt, weil sonst so kennt man das ja, wenn sie dann im All unterwegs sind. Ja, Sauerstoff und so, ne, du kannst sie nicht rauchen und finde ich ganz cool. Alles klar, Alexa, schön, dass du da warst. Bis zum nächsten Mal. Ach du Schande. Ein schwarzes Loch, Zusammenfassung der Forschungsarbeit im Quartal. Die im letzten Quartal durchgeführten empirischen Forschungen und Simulationen haben unserem Team zu folgenden Schlussfolgerungen geführt. Jetzt kommt's. Erstens, jede Art von Materie kann zu einem schwarzen Loch werden. Zweitens, ein schwarzes Loch kann mit Hilfe der Schwerkraft Licht einfangen. Drittens, wir schließen uns der These an, dass die Existenz eines Objekts wie einem schwarzen Lochs eine Folge der allgemeinen Relativitätstheorie ist. Viertens, ein schwarzes Loch kann einen Stern absorbieren, sogar von der Größe der Sonne. Fünftens, die Zerstörung des Sterns oder mit anderen Worten die Dematerialisierung des Sterns wird von einem Materieblitz begleitet, der aus dem Inneren eines schwarzen Lochs stammt. Umfang der näheren Untersuchungen, Gegenstand unserer verstärkten Forschungsanstrengungen in den nächsten Jahren wird eine Singularität sein, also ein kleiner Punkt mit einer riesigen Masse, der sich im Inneren eines jeden schwarzen Loches befindet. Nach Ansicht unseres Teams ist dies ein Ort, an dem alle Gesetze der Physik gebrochen werden. Siehe zum Beispiel
Mein Magen, der hat Hunger. Ist auch wie so ein schwarzes Loch. Und dann verschwindet das. Dioskuchen ist sogar noch schlimmer wie ich. Ne? Eis, ja. Der kriegt das auch hin. Also von daher, ne? Das ist, da verschwindet auch die Materie. Hä? Was? Ja, ja. Du hast mich schon richtig verstanden. Moving on. Still quiet. It's eerie. Naja, es sieht aus wie ganz normale Staubmoleküle, so wie bei uns auch. Empty. Everywhere, just... Ich finde das schon sehr eigenartig, das... I'm at the central module. In the headquarters. You walked in, just like that. Yeah? The doors were open. Unbelievable. Just unbelievable. Wie I have a vielleicht record da of their drauf mission. Each step, location, units, including dates. I'm all ears. Day 0, landing place. Their main ship's in sector AQ-28. The Invincible? What? They didn't move it? Seems so. I'll try to track it down. Please tell me what else is in there. Ich sehe so einiges. Well, like us, they became interested in the ocean. They got there on the 7th day. Quite late. Guess they weren't in a hurry. Before setting up this base, they were stationed not far from here, but seemed very determined to reach this area. They dug a vast system of tunnels. When did they finally get here? On the 15th day of the mission. They conducted research and during excavations found, you won't guess, metal structures. So he had Das, no was chance wir to auch outrun ziemlich schnell gefunden haben? Yeah. And they were already at an advanced stage of works when we were still in orbit. In the end, they sent a convoy to a neighboring sector. So that was their last move. Well, there's no information about their return. Maybe I'll find them there. Highly probable. Do you know what the current day of their mission is? They left on the 25th day. That's all I know. Well, I can't back out now. I have to follow them. Well, it's your decision. Although I admit I'm also starting to wonder what you'll find. People, Astrogator. They must be somewhere. I'm sending a satellite. Soon I'll have an image of the area where the ship landed. We'll see if the Invincible's still there. I'll continue to search their base. On the 24th day, they sent a convoy north to the sector. Oh, to the sector where I found Gorski. You suspect they went after him, having detected his signal? Oh, surely they could detect him. They could have detected all of us. But would they really do something about it? Well, for some reason they left their base. I'm assuming that has something to do with it. Astrogator, this doesn't make any sense. You can't just wrap up the whole operation. Anyway, the first thing they would take were vehicles and equipment. Only the people are missing here. Als ob irgendwas Großes kam oder so. Oder etwas sehr Kleines, ja. They've got a device for intercepting alarm signals. There isn't much of it. Single record. The guy survived. Someone saved him. Interesting. Coordinates changed upwards, which indicates he was evacuated by air.
The alarm signal broke off high above the ground. Hätten wir sie nicht im Orbit mitbekommen müssen? 1, 8, 5, 6, 1. 754. Yes, it's Gorski. You said he died during the night. Correct. I did. I couldn't let you go back to those ruins. Did you send the lander? When? While you were still on your way to the base, Artie carried him on board, secured him. Gorski's in the infirmary now. The prognosis is cautious, but his condition has stabilized. How could you, sir? I believe Gorski was dead. I blame myself for his death. And now you dare say you did it for my own good? If I hadn't lied, you'd be willing to risk everything to save him. His chances were insanely small. I had to get you out first. If Gorski had died because you waited too long. But he didn't. Thanks to you, Jasna. Sehr merkwürdig. Wie meintest du das da? Das hatten wir schon angeguckt. One more thing. I realize we still need to work together. So, I'll submit my reports as usual. But that doesn't mean everything's fine. Understood, Doctor. I appreciate your professionalism. Several units can be controlled from here. I wonder which... Oh, damn. One's unavailable. Probably out of reach, or they took it. Kennt man so also nicht. Auch nicht. Nip. Wollen in der Mitte? One is a flying unit. Some sort of probe. Flying over the base. Correct. Can you extract data from it? Sure. Never too much data. Especially in the current situation. I just need to find a place to land it. Kann ich nicht einfach hier runtergehen? Es wird mir jetzt nicht gerade gezeigt, wo ich landen kann. Oh, da wird das Bild schlecht. Houston, I have a problem. Oh, reicht ja nicht gerade weit. Gehen die einfach hier runter? Ja, so habe ich sie jetzt geparkt. I'm entering the next module. I guess it's a bio. Nein, ich will erstmal zu Sande. Den muss ich auch noch nach oben. Hab ich den jetzt runtergebracht? Ah. Warte mal, da sind diese zwei Platten, die hatte ich gesehen. Muss die eigentlich da vorne irgendwo runtergegangen sein? So. Kann ich nichts machen? Ich möchte gerne hier wieder runter. Hallo? Ein Problem? I'm still here, if you're wondering, sir. Ich ziehe einfach mal dran. It all just takes longer than expected.
I know the situation. No need to explain yourself, Doctor. We're in this together. Force field's down. I opened the passage. We can follow the convoy route now. When you're ready, Doctor. Hin und wieder doch gut, dass ich einfach mal Sachen anfasse, ne? One more minute, and our satellite will be over their ship. Oh, we're lucky. Muss ich nochmal gucken. Clouds are low. Fortunately, their ship's not here. Neither there. Jetzt wird mir angezeigt, Landeplätze. Are you still looking? Not here either. Bingo. Yes? Found it. They're still on the planet. Didn't fly away. Good to know. Thank you. Ah ja, das ist da. Probe on the ground. Time to get into the records. Saubere Landung. Ist ja stolz auf mich, bist du sicher? Der ratzt schon wieder. Irgendwo konnte man, hatte ich doch gesehen gehabt, wieder raus. Na, hier nicht? Darf. Immer diese Knöpfe drücken und Hebel ziehen. Ja, normal. Sonder. Oh, noch gut gelandet. First images from this area. If it's been flying long enough, Aus die it may Bilder. store important information. Unfortunately, apart from my arrival, the probe didn't record much. So it's been flying only recently. I think so. Ah. Ja, wo sind die anderen Aufzeichnungen? Jetzt kann ich gerne runter ins Labor. Ja, hier haben wir ja jetzt alles. Jetzt da noch lang. Jetzt ging sie auf. Davor hatte ich ja auch We have gesehen the gehabt. opportunity to study organisms preserved in the ocean. Hat schon so einen Alien-Kopf. They found the same species of fish. Did they confirm the similarity to those on Earth? Yes, lots of similarities. Ungewöhnliches Organ? Apart from one, I've never seen anything like this. They discovered a new organ. Even managed to run some tests already. According to their conclusions, Yes? it detects electromagnetic waves. That's why those fish were swimming away from our probe. In other words, they've come across probes or something similar before. Something that threatened them. Could guess her. In order to develop such an organ, they must have had a strong external stimulus. They detect the waves to survive. Ja, sagen wir es mal so, das lebt definitiv, also dieses Metallzeug ist nicht erst seit gestern da. It started rotting. It?
The fish. In a bacteria-free environment? How so? All living organisms serve as breeding grounds for bacteria. And there were both fish and humans in here. Vielleicht das Bakterium daran schuld ist, zu abdrehen? No longer alive. Habe ich jetzt eine lebende Probe mit? Ich dachte, ich könnte da noch so im Mikroskop so ein bisschen was gucken. Gucken wir mal an. The scientists excavated some animal remains and reconstructed their hypothetical appearance. I found similar remains underground, right after finding Gulski. I wasn't sure if it was my imagination or not. Now there's no doubt. So long ago, reptilian organisms roamed the surface. Wir hatten auch Dinos hier. I could spend all day here if I could. I'm not surprised, Doctor. Können kannst du schon. Kriegt dich ja niemand hier wegzugehen. Still, nothing. It looks like a geology lab. One of these diagrams shows a geological cross-section. As suspected, it's all metal below the surface, of relatively thin layers of rock. But compared to the rest of the continent, the deposits in this region are significantly younger. Oh, hier ist Staub drin. Typisch Geologen. The range of their ground measurements covers a much wider area. To my eye, it seems they use advanced sonar. What they dug up here stretches for tens of kilometers. What do you mean? What's in the ground, Doctor? Metal deposits. Those structures. We still don't know where they came from. In such a peculiar form. They conducted a soil survey 500 meters deep. Oh, that's a big piece of history, so to speak. What did they find? Millions of years ago, life was abundant on the planet. That would match our assumptions. Yeah. Subdelta 92 class planets have very favorable conditions for the development of a biosphere. So what happened? Did they draw any conclusions? According to them, the extinction of life was caused by a supernova explosion. But ground activity does not indicate... It happened long ago. Longer than we anticipated. They've dated this event to 10 million years ago. Only this one? The supposed end of Lyran's civilization? Well, that's never been proven. There was practically no trace of them. All right. What happened after? Life was slowly recovering, but never returned to the pre-supernova peak. Not enough time? No. At first it developed quickly, but then slowed down and declined. Because another disaster? Astrogator, the change in the biosphere development curve coincides with the occurrence of ferruginous clays. This whole metal contraption, do I understand correctly? Yes. I don't know what that has to do with it, though. Metals are really not that dangerous. The radioactive deposits marked here are not a definitive obstacle for life either. The biosphere has the ability to perfectly adapt, develop defense mechanisms, and fight back effectively. Well, unless the planet is hit by a supernova wave. Yes. Such sudden events leave no time for adaptation. Even if we assume that these metals were lethal to organic life, that extinction shouldn't last forever. And yet, life never again developed beyond the waters.
Does this mean another Dominator has appeared on the land? Or one that leaves no trace behind? Therein lies the rub. The Alliance have conducted a great deal of research. That they haven't found a logical explanation for this phenomenon is, to put it mildly, disturbing. Clearly, we're dealing with something beyond our comprehension. And I mean human comprehension in general. Alter Falter. Unbelievable. Not only do we know nothing about their origin, but the arrangement of these deposits is sort of puzzling. A ring system with a distinct center. This base stands on the outer ring. The center of it is in... under the city. Huh. The one I Ist escaped auch von from. der Stadt. So their presence there had nothing to do with us. Looks like it. Did they determine the entity's function? Origin? Anything? Well, it's hard to say. There's nothing here about it. Aber ich hatte jedenfalls schon mal recht, dass es vorher schon eine Zivilisation gab. Bin so gut. Eine Supernova finde ich ein bisschen komisch, aber ja. Bin aber nicht bis hierher gefahren, ne? Muss die Automatik sein. Feldbasis 2, Konvoi. Dem Konvoi folgen. Okay. So Reifen, muss man schon sagen. Status? Nothing's changed, Astrogator. Understood. Okay. Und links halten. Noch links halten? Hier links. Oh, krasses Ding. Mal kurz gucken, ob ich da irgendwelche Infos bekomme. Scheint nicht. Okay. Hätte ja sein können. Yes, sir? Everything's all right? Yes, yes. I just need a moment to Einen think. Moment nachdenken. I'm leaving Okay. the base. Going after the convoy. Down you go, oh bright sun. Time to let the night in. For my legs are heavy. And field is not inviting. Legs become too heavy. Das muss ein altes Flussbett gewesen sein, weil so bricht das ja dann auf. Ich hab gefunden. Ah, unter I found a flying saucer. It landed near the excavation site. Don't risk trying to fly it, Yasna. Nothing guarantees it works. I didn't even... Contrary to what you believe, sir, I don't have a death wish. Lass mich raus. Muss das Ding angucken. Gucken, ob weiß das fliegen kann. Aha.
zeigen. Aber Mann. Kommt da nicht näher dran, oder was? Ach, hier. Wo man sich hochziehen muss, ne? Oh, idiotisch. Okay, Alpha-Wand. Ich glaube mal, Eis kann damit fliegen. Wenn nicht, naja, mein Gott, dann stürzen wir eben ab. Er hat nur einen Versuch. This mission drags on so much. Deine komischen Kommentare Sometimes I nerven think mich. you're gonna take off without me, sir. Don't count on it, Doctor. I'm not going anywhere. Hinter mir? Ich dachte, ich müsste da lang. Nachgucken? Tatsächlich. Diese Sachen lenken mich halt ab. Nee, ich fahr nicht zurück. Bin hier ein Pass. My legs feel really heavy. Give yourself a moment to rest, Doctor. You certainly deserve it. Well, I've got to the place where they were digging. It's hard to miss. They set up a huge machine at the center. It must weigh hundreds of, no, thousands of tons. The ship that brought all of this must be... Gigantic, yes. The Invincible surpasses any of our units, even the largest orbital stations. In my opinion, it's a bit excessive. Gives me the chills just knowing it's not far from here. Well, maybe you won't have to see it at all. There's also a couple of smaller cranes here. In comparison to the Colossus, they look like it's pups. Yes, I got it. They have big machines. Bigger than ours. Interesting. They found a sizable object deep underground. Stands out from the rest. It's not a part of the structures, but rather an independent, autonomous machine. Also metal. Yes. So, a robot? Or something else that finally looks familiar? Well, it looks a lot more like a robot than the other structures. The excavator has a massive work area. They had photos of the site in the database, taken before they started digging. It's unrecognizable. Inside, there's a structure. Yes, a metal one. Similar to the ones on the surface. But these are completely hidden underground. According to the schemes from the geological unit, metal can be found in every part of this area. Wieder ausgezogen. Ich bin wirklich darauf, dass das die Überreste von der ersten Zivilisationen sind. Und dass irgendwie so der Nano sich dann da selbstständig gemacht hat über die Jahrhunderte. Na. Ich war noch richtig.
One step at a time, Jasna. One step at a time. Aber 30 Stundenkilometer. How far to that convoy? Not far. Even if I make a few stops, it won't take long. Jetzt mal habe ich so das Gefühl, ich bin auf dem Mars. Ja, dafür ist es nicht rot genug, aber trotzdem so einen leichten Touch vom Gefühl her. I've already covered most of the convoy route. I'm entering a more enclosed area. A ravine, to be precise. I see. Can I count on a tactical report? Of course. A simple analysis of the situation won't hurt anyone. That's for sure. Gucken, was wir von da oben entdecken können. Wasser, Sand, Stein. Und das Spiel mich hier irgendwie nicht weiterlässt. Obwohl ich da den Punkt habe. Hä? Ja, habe ich auch gerade gedacht mit dem Hochklettern. Ja. Nichts mit einfachem Weg, ja. Immer schweren Weg nehmen. Hier, das können wir, wo ist es dort? The road ahead leads straight to where the convoy was heading. Well then, what are you waiting for? Any doubts? No, I don't. I still think we have to go there. If they're not in the base, they must be somewhere, damn it. So, what's on your mind? I can just drive in there, straight to the convoy. Or try and take a side path, to remain unnoticed until the very last moment. Bold assumption. Could be an unnecessary detour. I leave that to your judgment, though. It's your call, Jasna. Ich bin lieber vorsichtig Alright. bei. I'll try to get there via the side path. Wer weiß, was mit denen passiert ist, ne? Wo rassel ich da volle Kanne auch mit rein? Darauf habe ich nicht so viel Lust. Nee. Die ist alleine. Ja. Mein treuer Buggy. Ah, der Nebenfahrt. Aber Leute, ich mache genau jetzt Feierabend. Wenn ich jetzt weitersuchten könnte, aber jetzt ist Feierabend. Von daher bedanke ich mich bei allen, die dabei waren und zugeschaut haben und ein bisschen mitgemacht haben. Ich wünsche euch allen noch einen schönen Abend. Freue mich aufs nächste Mal, denn ich bin erstmal raus für heute. Ciao, tschüss und